Herzlich willkommen zur 147. Folge des Mana-Entzug Podcast. Ich bin der Jakob und beim Mana-Entzug Podcast geht es um Magic the Gathering mit Fokus auf Commander. Ich hoffe, ihr hattet wieder eine wunderschöne Woche, konntet die Woche gut rumbringen. Ich habe heute einen richtig tollen Gast am Start, und zwar die liebe Kara. Hallo, herzlich willkommen. Ja, hallo und vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Endlich mal wieder deutschen Content. Ich bin ja sonst nur Englisch unterwegs. Ja, freut mich sehr. Lustigerweise ist es nicht das erste Mal, dass du im Podcast zu Gast bist. Letztes Mal so ein bisschen als Cameo. Erinnerst du dich? Ja, ich glaube schon. Also ich war schon häufiger mal dann irgendwo zwischendurch, aber manchmal habe ich das dann auch wieder, wie sagt man, ja, so verdrängt. Das ist dann doch immer komisch, sich doch da zu sehen irgendwie. Ja, das kann ich gut verstehen. Also es war die Evil-Deck-Variante, die wir letztes Jahr auf dem Command-Fest zusammengespielt hatten. Da hatte ich dann noch mal ein kurzes Interview gemacht mit den teilnehmenden Spielern und Spielerinnen und da warst du dabei, genau. Das heißt, wenn ihr da auch reinhören wollt, dann könnt ihr das gleich im Anschluss der Folge machen. Wir haben ein richtig cooles Thema heute am Start. Und zwar geht es heute um die am meisten überschätzten Karten in Commander. Sehr, sehr schönes Thema. Ich hatte tatsächlich mal nachgeschaut. Ich habe die 19. Podcast-Folge, die ich gemacht habe, waren die stärksten überschätzten Commander-Karten. Heute geht es aber um die am meisten überschätzten Karten. Das ist eigentlich auch nochmal ein anderer Twist dabei. Und das ist jetzt auch schon bald, 2,5 Jahre her. Von daher gibt es dann auch mal wieder neue Karten, die vielleicht überschätzt sein können. Ja, hast du Bock auf das Thema? Ja, auf jeden Fall. Bin sehr gespannt, was du da rausgesucht hast. Ja, ich auch. Und vor allem es könnte vielleicht ein bisschen Hot-Take-Alarm geben heute für die Leute, die die Folge dann jetzt hören. Die vorige Folge war Hot Takes für mich in Magic und Commander, deswegen ist es halt nochmal interessant. Aber genau, bevor wir dann in das Thema direkt reingehen, möchte ich mich bei allen Patrons, die den Podcast und Commander Kolosseum unterstützen, herzlich bedanken. Vielen Dank für euren Support. Freut mich sehr, dass ihr darauf Bock habt. Und jedes Mal nenne ich einen Patron, der oder die den Podcast unterstützen. Heute ist es Jan. Vielen lieben Dank für deinen Support. Freut mich sehr, dass du Bock auf das Projekt hast und das weiterzutreiben. Ich habe gesagt, ich will es kürzer halten. Es gibt Patreon, ihr könnt mich unterstützen. Es gibt verschiedene Stufen, wie ihr den Podcast unterstützen könnt. Es gibt bestimmte Rewards dafür. Schaut unbedingt mal rein. Der Link ist in den Shownotes und in der Videobeschreibung, wenn ihr Lust drauf habt. Dann natürlich gibt es Spreadshirt. Das heißt, wenn ihr T-Shirts wollt, wo Mana-Entzug draufsteht oder Commander Kolosseum, dann gibt es da auch den entsprechenden Link. Und natürlich, wenn ihr sowieso eure Produkte online bestellt und den günstigsten Preis haben wollt, in den meisten Fällen, und dann auch noch die Sachen zum Pre-Release-Datum habt, dann gibt es einen Games Island Affiliate Link in den Shownotes. Kann Kara bestimmt auch Gutes dazu sagen. Genau, da könnt ihr mich automatisch unterstützen, ohne einen Cent mehr zu zahlen. Und natürlich würde ich mich sehr freuen über ein Like, einen Daumen nach oben, über ein Abonnieren und eine Glocke drücken und natürlich über das Hypen, was jetzt in der Mobile-App auch funktioniert. Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir direkt rein, bevor wir direkt ins Thema reingehen, genau, immer wenn ich einen neuen Gast dabei habe. Du warst jetzt zwar schon mal dabei, tatsächlich, also so als Cameo, aber ich möchte dich trotzdem noch ein bisschen besser kennenlernen. Deswegen, liebe Kara, woher kommst du und was machst du so beruflich? Ja, aber ich glaube, ich habe mich auch noch nie so richtig vorgestellt, zumindest nicht, dass ich mich erinnern könnte. Deswegen, ja, also woher komme ich? Ich komme aus NRW, sage ich mal. Ich sage jetzt keine Stadt, weil man Alles weiß gut. immer nie so. Ja. Deswegen, also NRW, Ruhrpott und beruflich. Ich habe tatsächlich einen Master in Geschichte und Philosophie gemacht, allerdings auf Lehramt. Wusste dann aber irgendwie nicht so wirklich, ja, möchte ich da wirklich ins Lehramt, und habe mich dann dagegen entschieden. Habe auch längere Zeit an der Uni gearbeitet und da im Bereich Wirtschaftsethik in der Philosophie und mache jetzt gerade noch einen zweiten Master, weil einer reicht nicht. Wow, okay. Und zwar in angewandte Nachhaltigkeit und möchte dann gerne eher in die Wirtschaft und da primär Nachhaltigkeitsberichte von Unternehmen prüfen, entweder von der einen Seite, also entweder Wirtschaftsprüfung, oder von der anderen Seite selber die Berichte erstellen für Unternehmen. Genau. Ja, krass spannend. Das ist ja, ich finde es immer sehr, sehr spannend in der Hinsicht, weil es so viele verschiedene Persönlichkeiten gibt in Magic. Ich hatte jetzt schon recht viele Gäste am Start und gefühlt sind alle in den verschiedensten Branchen unterwegs. Tatsächlich gab es auch schon Lehrer, die da waren. Ich meine, Sarah von Bunte Knete ist, glaube ich, Lehrerin. Bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Es ist ja witzig. Wie ist denn die Entscheidung gekommen? Also
hast du dann das vor dem Examen, es gibt ja dieses Staatsexamen, glaube ich, ne, wenn man Lehrer werden möchte und dann ist die Entscheidung schon vorher gefallen oder dann, während du dann gemerkt hast, oh, das ist dann doch eher. Ja, also es gibt 2 Staatsexamen. Das erste Mhm. ist der Master und das zweite ist dann das Referendariat. Mhm. Aber genau, ich habe nur den Master gemacht. Das Mhm. Referendariat habe ich gar nicht jetzt erst angefangen. Mhm. Und die Entscheidung war eigentlich, ja, es war immer so, ich habe den Master Lehramt gewählt, weil ich immer dachte, man kann damit immer noch alles machen. Also ich habe Mhm. immer einen Beruf, wo ich zur Not hin könnte, wenn gar nichts funktioniert. Aber es war nie so, dass ich von Anfang an gedacht habe, ich möchte Lehrerin werden. Mhm. Das war mehr so eine safe Nummer, sage ich mal. Und dann Ja. habe ich halt einfach mit dem Praxissemester gemerkt, irgendwie macht mich das doch nicht so ganz glücklich. Und es war auch sehr viel Stress. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, nee, das ist es noch nicht. Und genau, habe mich dann einfach entschieden, noch weiter in der Uni zu bleiben. Ja, Aber das ist jetzt auch fast fertig. Ich bin auch schon dann nächstes Jahr im Sommer mit dem 2. Master fertig. wow. Ja, das ist schon, können die wenigsten von sich sagen, 2 Masters gemacht zu haben. Einzige, der mir Ja. jetzt spontan einfällt, ist mein Bruder, der hat auch 2 Bachelor gemacht und einen Okay. Master. Genau, ja, ja, sehr, sehr schön. Und du machst tatsächlich auch Magic-Content und das ist jetzt mal ganz besonders spannend. Ich glaube, genau, wie lange machst du schon Magic-Content oder beziehungsweise generell Content und wie bist du dazu gekommen? Mhm. Also, ich habe da tatsächlich noch vor ein paar Tagen drauf geguckt. Bei Instagram gibt es jetzt die neue Funktion, dass man sehen kann, wie lange Personen schon diesen Account haben. Mhm. Und da stand bei mir 2021, also seit 2021 habe ich den Account, habe da auch immer nur Magic-Content, sage ich mal, hochgeladen. Mhm. Aber am Anfang war das natürlich nicht so richtig Content Creation, sondern ich habe einfach irgendwelche Karten gepostet. Mhm. Und dass es halt so ein bisschen ernster geworden ist erst seit so 1,5 Jahren maximal oder eher einem Mhm. Jahr, 1,5. Genau. Und wie bin ich dazu gekommen? Das war erst mal also ganz am Anfang, war es einfach so, dass ich Studentin war und absolut kein Geld für Magic hatte, aber ich auch jemand bin, wenn ich so was richtig gut finde, Mhm. dann hype ich das auch unnormal krass. Und dann bin ich da auch wirklich so all in. Und das war bei Magic tatsächlich so. Und ich hatte einfach absolut kein Geld, mir irgendwelche Booster zu kaufen, selbst noch vor 4 Jahren, wo das noch günstiger war. Ja, ja. Deswegen dachte ich mir irgendwie, ja, was kannst du denn mal machen? Ach, mach doch aus Spaß mal so einen Content-Kanal. Vielleicht kriegt man ja da mal so einen, wie heißt das, diese Sendouts von Wizards. Das war ja mein absoluter Traum. Mhm. Und deswegen, da habe ich mir einfach gar nicht viel bei gedacht, habe das einfach gemacht und hätte niemals gedacht, dass es überhaupt funktioniert. Mhm. Genau, und dann hat sich das irgendwie so entwickelt. Natürlich mittlerweile geht es mir da nicht mehr um die Free Booster Packs, sondern man hat einfach auch so eine krasse Community kennengelernt. Das hätte ich auch niemals gedacht. Das ist ja wirklich wie so, ja, gute Freunde aus der Schule immer, wenn man sich trifft. Deswegen, nee, ist super. Ja, ja. Ich kenne ja deinen Account tatsächlich noch. Du hast ja, wie du schon sagst, anfangs Kartenbilder hochgeladen, viel auf Instagram. Hm. Und von der Zeit her kenne ich dich auch schon. Und dann irgendwann hast du noch zusätzlich so, sagen wir so witzigen Content gemacht, so Reels und so. Und dann ist es komplett eskaliert, sag ich mal. Ne? Also von, ich würde mal sagen, deutschen Creatoren auf Instagram. Gut, du machst englischen Content, aber trotzdem, mir würde jetzt kein größerer einfallen, muss ich ehrlich sagen. Ja, ist schon verrückt. Ja, das finde ich sehr, sehr spannend, weil, wie gesagt, ich habe vor 3 Jahren ungefähr mit dem Podcast angefangen und selbst ich meine, ich bin im Vergleich natürlich klein, also wenn man jetzt vergleicht auf Instagram, ich habe, weiß nicht, 1.500 Follower, ich glaube, du bist bei über 22.000, wenn ich letztes Mal geschaut habe, vielleicht ist es inzwischen noch mehr. Ist es trotzdem aber so eine Reise, die man macht. Ne? Also ich hatte die Erfahrung jetzt auf dem Command-Fest gehabt und dann will man sich manchen Leuten vorstellen und sagt, ich heiße übrigens Jakob und dann kommt zurück, ja, wissen wir. Ich so, okay, alles klar, das ist schon mal cool. Ja, genau. Und du bist auch bei Games Island so ein bisschen im quasi Sponsoring drin, quasi, ne? Ja. Genau, ja. Mhm. Ja, da habe ich sehr gute Kontakte, also bin ich auch super zufrieden. Die sind einfach Mhm. sehr verlässlich und man erreicht immer jemanden und man muss auch sagen, wirklich im Verhältnis, ich war vorher halt auch treue Kundin bei Games Ja. Island. Ich habe da immer viel eingekauft, Ja.
Und man muss einfach sagen, im Vergleich auch zu anderen großen Online-Stores haben die einfach die besten Preise. Da stehe ich Ja, einfach auch komplett hinter. Also das Unternehmen finde ich halt auch absolut supportwürdig. ja, Deswegen bin ich auch extrem froh, dass das mit denen geklappt hat und man sich da nicht irgendwie schlecht fühlen muss, weil man jetzt was empfiehlt, was man selber gar nicht ja, gut ja. findet. Ne? Genau, Ja. geht mir genauso. Ich habe bei denen auch sehr viel schon bestellt. Ich meine, das mache ich ja immer noch, auch für Box-Openings zum Beispiel ist es eigentlich die erste Wahl. Was mich da immer so reizt, um jetzt dann den Werbeblock abzuschließen, ist halt, dass halt dass halt die Sachen zum Pre-Release in der Regel da sind. Also Freitag, Ja. wenn ich dann die Openings schon aufnehmen möchte, das ist für mich immer so ein Thema. Wenn das länger dauert und man länger braucht, einfach weil die Produkte später kommen, dann ist das Video wahrscheinlich nicht so erfolgreich, weil dann die meisten Leute eh schon Openings gesehen haben und so. Das heißt, schnell sein ist eigentlich die Devise und an der Stelle bringt das quasi Games Island für mich und deswegen war es auch vorher schon ein Store, wo ich oft bestellt habe. Also, ja, genau, ja. Und die letzte Frage, bevor wir jetzt ins Thema reingehen, wäre dann noch, für mich noch interessant. Seit wann spielst du Magic? Also meine ersten Magic-Karten bekommen habe ich tatsächlich mit 12. Das ist Oh, auch okay. schon echt lange her. Mhm. Das war von meiner Mama ein Freund, der hat das auch wirklich kompetitiv gespielt damals schon und hat auch in den 90ern angefangen. Mhm. Und der hat mir, da waren wir mal zu Besuch, da hat er mir einfach die Karten gezeigt und ich war schon ganz fasziniert von diesen Artworks. Zum Beispiel Terror, dieses Oh ja. OG-Artwork, wo diese Kreatur da so zusammen liegt. Und das fand ich mit 12 schon extrem cool. So diese schwarzen, dunklen Magie-Artworks, das hat mich direkt total angesprochen, Mhm. weil ich auch generell ein super Fantasy-Fan war und immer noch bin. Genau, aber da hatte ich halt nie jemanden zum Spielen. Ich hatte immer nur die Karten, habe mir die angeguckt und ja, dann lagen die auch mehr so bei mir rum. Dann bin ich in meine erste WG gezogen mit 19 und Mhm. da hatten die, das war eine Vierer-WG, da habe ich mit 3 Jungs zusammen gewohnt und die hatten auch alle Magic-Karten. Ach ja. Und dann haben wir einfach alle unsere alten Magic-Karten zusammengeschmissen und haben immer zusammen casual, sag ich mal, einfach so gespielt und da Mhm. wirklich auch so diese Standardsachen, diese alten roten Goblin-Decks und ja, oder Artefakt-Decks von früher. Das hat immer extrem viel Spaß gemacht. Und dann bin ich in meine zweite WG gezogen, ein paar Jahre später, und da habe ich einen meiner besten Freunde kennengelernt und der hat auch immer Booster Packs gekauft. Oh. Und da habe ich dann auch mein erstes Booster Pack geöffnet von Dominaria, von dem ersten. Ah ja. Und ja, seitdem war es dann vorbei und dann habe ich viel zu viel Geld dafür ausgegeben. Genau, und seitdem spiele ich halt eigentlich auch sehr aktiv. Mhm. Ja. Ist Ja. sehr, also bis auf den Punkt, dass ich halt früher nie Magic gespielt habe, ich bin auch so 17, 18 eingestiegen. Ich glaube, da war auch Dominaria dann rausgekommen. Habe aber erst auch nicht viel gehabt. Ich habe dann mal bei Drafts mitgemacht. Also ich bin mit Draft eingestiegen und mit Commander direkt, also eigentlich schon relativ komplexe Formate Mhm. eigentlich. Und ja, ich finde es immer witzig, mal zu sehen. Meistens sind die Geschichten sehr ähnlich, aber einfach, dass es halt dann auch der Zufall ist, dass du in der WG die Leute dann kennenlernst, die auch Magic zocken. Das ist schon, ja. Ja, aber das war auch so, ich habe das auch tatsächlich bei meiner zweiten WG im Vorstellungsgespräch gesagt, dass ich auch Magic spiele und dann haben die mich halt genommen. Gleich eingestellt. Ja, Geil. lustigerweise, ja. Ja, das ist ja super, so witzig, ja. Ja, Ja. sehr cool. Vielen lieben Dank so für die, so ein bisschen zum Kennenlernen, ein bisschen dich vorstellen und so weiter. Das hat mir echt gut gefallen. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir ins Hauptthema rein. Wir haben uns jeweils ein paar Karten rausgesucht, die für uns meisten überschätzten Commander-Karten. Und ich habe es vorhin schon gemeint, da könnten auch gefühlt ein paar Hot-Takes dabei sein. Und deswegen, ja, ich bin sehr gespannt. Stell mal deine erste Karte vor, die du rausgesucht hast. Okay, meine erste Karte ist eine Karte, die kennt wohl jeder in Commander oder auch generell. Und zwar ist das Shieldred, die Apokalypse für Mhm. 2 generische und 2 schwarze Mana. Legendäre Kreatur für Xiana Praetor. Todesberührung und 4/5 hat die. Immer wenn du eine Karte ziehst, erhältst du 2 Lebenspunkte dazu. Immer wenn ein Gegner eine Karte zieht, verliert er 2 Lebenspunkte. Mhm. So, generell, vielleicht kann ich dazu sagen, erstmal, warum habe ich die ausgesucht? Die Fähigkeit ist komplett broken, das Ja, wissen wir ja. alle, vor allem auch in Commander. Also
die kennt man wohl in allen Formaten. Aber wenn du die spielst, dann bist du automatisch das Target am Tisch. Also meiner Erfahrung nach, beziehungsweise ich gehe auch so mit den Personen um, die diese Karte spielen. Ähm, Also da versucht man dann wirklich einfach, entweder stirbt die direkt, weil man direkt ein Remove, also jeder, der mitspielt, macht das Removal auf Shieldred, oder du wirst halt einfach die ganze Zeit getargetet. Und wir sprechen ja hier mal, also ich gehe mal davon aus, über Casual Commander. Ja. Deswegen ist das in den meisten Fällen verschwendetes Mana für eine Kreatur, die nicht lange liegen bleibt, oder dass du so getargetet wirst, dass du nicht mehr gewinnen kannst, Ja, würde ich sagen. Ich habe die Karte gesehen im Skript und dachte mir, okay, da bin ich mal gespannt auf die Argumentation. Aber ja, du hast einen Punkt. Also ich kenne das auch gut, die Karte. Also vor allem, wenn du den als Commander oder sie als Commander spielst, bist sowieso der Fokus Nummer 1, weil dann weiß ja jeder, was auf einen zukommt. Ja, ist ein interessanter Ansatz. Ich habe jetzt vor kurzem gestern quasi mit Shiny gespielt im Stream. Und ich hatte in dem Deck, das ich gespielt habe, auch Shieldred drin. Ich habe den grünen Goblin gebaut für einen Spider-Man-Commander. Also nicht den Norman Osborn, der flippt, sondern den Rakdos. Wenn du angreifst, musst du eine Karte abwerfen, ziehst entsprechend viele Karten, die du abgeworfen hast im Zug davor. Und da ist das Thema Reeling so ein bisschen mit drin und Reanimator. Und da habe ich die rein. Ich habe die nicht gezogen, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ich dann noch mehr das Ziel gewesen wäre, nicht nur mit den Karten, die ich sowieso schon gespielt habe. Das Spiteful Visions gespielt. Das ist so eine Verzauberung aus Duskmourn, aus dem Rakdos Commander Deck, wo quasi jeder Spieler in seinem eine weitere Karte zieht im Versorgungssegment. Und immer wenn ein Spieler eine Karte zieht, verliert er ein Leben oder kriegt einen Schaden. Und ich habe mich damit selber umgebracht, weil ich zu wenig Lifelink drin hatte und die wären natürlich gut gewesen. Aber ist ein gutes Argument. Also ich würde sagen, wenn die liegt, dann ist man meistens sehr schnell der Fokus am Tisch, das stimmt, ja. Ja, und außerdem auch vielleicht nochmal der Hinweis, vielleicht für Leute, die jetzt noch nicht so lange Magic spielen oder so, die sehen das zum Beispiel dann bei EDH-Rack, okay, diese Karte passt perfekt in jedes Deck, wo man irgendwie Karten zieht oder der Gegner Karten abwirft, aber die kostet ja auch unnormal viel Geld, also wie viel kostet die? Immer noch zwischen 60, 70, 80 Euro, und das lohnt sich einfach nicht für dieses Geld in einem Casual-Spiel, sich diese Karte zu holen, nur damit man dann direkt weggehatet wird. So, ich glaube. Ja. Also steht für mich nicht in Relation. Natürlich, das ist eine komplett brokene Karte, keine Frage, aber ich glaube in Casual einfach nicht das Geld wert für den Effekt, den sie im Spiel dann hat, wahrscheinlich. Ja. Und den Effekt, dass du keine Freunde mehr hast. Ja, wahrscheinlich. Ja, sehr, sehr coole Karte als erstes. Vor allem auch die Begründung dazu. Ich mache gleich weiter mit einem Hot Take. Und ich muss dazu sagen, ich habe mir Karten rausgesucht, also Karten, die mir eingefallen sind, oder ein bisschen auch nach EDH Rank, also wo auch Karten, die wirklich häufig gespielt werden, wo ich mir denke, kann man zwar machen, aber vielleicht gibt es auch Argumente dagegen. Und eine Karte, die mir da einfällt, ist eine Karte, die sehr beliebt in Commanders, Erdrückender Zehnt oder Smothering Tithe. Jeder kennt sie, 3 und Weiß, eine Verzauberung, und sagt immer, wenn ein Gegner eine Karte zieht, kann er 2 bezahlen. Falls er das nicht tut, erzeugst du einen farblosen Schatzspielstein, der eben Mana macht, wenn man ihn tappt und opfert. Der Grund, warum ich die drin habe, ist, weil die wird sehr gerne als genereller Value gesehen, von wegen, ja cool, du kriegst ja, bei Karten ziehen muss man, das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass Leute dafür zahlen, ist relativ unwahrscheinlich. Also es gibt Leute, die machen das, aber das sind eher die Ausnahmen, würde ich sagen, weil 2 Mana schon echt viel ist. Und du bist auch wieder der Fokus am Tisch ziemlich schnell. Die frisst auch schnell ein Removal, aber was ich eigentlich noch daran sehe, was überschätzt ist, dass die in Decks gespielt wird, wo sie gar nicht so viel Sinn macht. Einfach nur so, ja, ich spiele die Karte, weil sie gut ist, aber nicht, weil sie irgendwie eine Synergie mit deinem Deck hat oder mit. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Balin-Deck spiele, sehe ich die auf jeden Fall. Weil da kannst du ja die Spielstände tappen, kannst damit Karten ziehen, Mana machen, was auch immer. Aber wenn du die einfach nur reintust, weil ich brauche ein bisschen Ramp, ist es wahrscheinlich die falsche Karte. Wie gesagt, du kriegst den Hate des Tisches ab und ja, der Hauptpunkt ist halt auch, wenn du halt keine Karten mehr ziehst, wenn du jetzt dein Deck nicht so darauf auslegst, dass du auch gut nach an neuen Ressourcen kommst, hast du halt viele Schätze, aber kannst nichts damit ausgeben halt. Und das ist so meine Erfahrung. Was denkst du?
Ja, nee, sehe ich auch so tatsächlich. Und es kostet halt auch 4 Mana. Ja. Und darüber habe ich mir auch Gedanken gemacht, so von wegen, ja, was hat die Karte denn eigentlich auf sich draufstehen, was relevant für mein Deck sein könnte? Und wenn man jetzt zum Beispiel nicht Verzauberung spielt oder irgendwas mit Tokens, Mhm. egal welche Tokens oder Treasure-Tokens halt, und man packt sie ja wirklich nur rein für einen Ramp, Mhm. dann ja, kann es schwierig sein. Ich meine, vielleicht im Mono-Weiß noch irgendwie kann man es vielleicht rechtfertigen, weil es gibt da nicht so viel Ramp, aber Mhm. Ja. ja, nee, verstehe ich schon. Aber tatsächlich bin ich auch so eine. Ich habe nämlich gerade überlegt, wo habe ich die denn drin? Ich habe die auch mehrmals. Und ich habe die in meinem Eowyn-Deck, fällt mir gerade auf. Ah. Und Eowyn juckt ja irgendwie keine Treasures, Ja. sondern die macht ja Humans einfach. Die macht ja einfach nur, wenn sie angreift, 2/2er Humans, wenn man vorher einen Human ins Spiel gebracht hat. Und Mhm. da hat die halt eigentlich keine Auswirkung. Vielleicht sollte ich die mal austauschen, fällt mir auf. Ja, ich meine, gut, das macht ja ein Deck an der Stelle auch irgendwo stärker. Ich habe jetzt die Karte zum Beispiel in meinem Rocco-Deck drin. Also das Lustige war jetzt, du hast auch gegen das Rocco-Deck schon gespielt, das war in einem Treachery-Mode auf dem Command-Fest. Und ich glaube, den hast du mir sogar mit einer Karte neutralisiert, die später noch in meiner Liste drin vorkommt. Erinnere mich noch dran. Aber in dem Deck zum Beispiel habe ich viele Möglichkeiten. Also es gibt so eine Karte wie Jahaira, die halt sagt, dass die das Token generell vergrünt haben. Und ich habe noch dieses, ich habe verschiedene Möglichkeiten, die Schätze noch anders zu nutzen. Und dadurch, dass ich noch eine extra Karte ziehe pro Zug quasi, also jeder, wenn der Rocco liegt, extra ich ja die oberste Karte, dann kann ich noch eine spielen. Dann macht mehr Mana schon was aus. Aber ansonsten, ich habe auch überlegt, ich spiele die eigentlich gar nicht in vielen also ich spiele die eigentlich gar nicht in den Decks, wenn ich Ramp suche, denke ich an die Karte gar nicht, weil ich dann meistens eher früh, also ich will meistens den Ramp haben für die Early Game, also für die ersten 3 Züge und danach halt meinen Spielplan aufbauen, spätestens. Und das ist ja quasi Zug 4, da spiele ich ja meinen Commander vielleicht oder halt andere Sachen und dann passt die einfach nicht rein. Ja. Da sollte man vielleicht eher Landtext spielen oder so. Die kannst du dann wenigstens in Turn 1 legen oder so. Genau. Wobei Landtext ist jetzt kein Ramp an sich, weil ich glaube, man kriegt ja extra Land. Aber es tut das Deck zum Beispiel ausdünnen. Das ist ja auch eine Sache, die relativ schnell sehr viel macht, wenn man das 4 Züge liegen hat und quasi es ist ein Mana, eine Verzauberung. Und wenn ein Gegner mehr Länder hat als du, dann darfst du 3 Länder-Basics raussuchen, ne, aus der Bibliothek und auf die Hand nehmen. Und wenn du das 4 Züge machst, sind 12 Karten aus dem Deck raus. Also das macht schon ziemlich viel aus. Ne? Also, und du hast die Länder auf der Hand. Das ist auch gut dann. Genau. Ja. Oder wirfst du einfach ab, wenn du halt zu viele Karten auf der Hand hast. Ja, bin ich mal sehr gespannt auf deine nächste Auswahl. So, jetzt muss ich gerade selber gucken. Aha, so. Wir haben als nächstes ein Ein-Mana-Artefakt. Und zwar ist das der Weissagekreisel des Senseis. Der macht für ein generisches, schaue dir die obersten 3 Karten deiner Bibliothek an und lege sie dann in beliebiger Reihenfolge zurück. Dann kann man den noch tappen, ziehe eine Karte und lege dann den Weissagekreisel oben auf die Bibliothek seines Besitzers. Und zwar, warum ich die ausgewählt habe. Und zwar ist es so, ich habe die Karte schon selber häufig gespielt, weil ich sie auch habe und auch bei anderen Leuten gesehen. Und wenn man nicht, sage ich mal, im kompetitiven Bereich spielt oder auch jetzt nicht den kompletten Gameplan mit diesem Weissagekreisel hat, dann kann man die relativ falsch benutzen, würde ich sagen. Also ich glaube, man schätzt das dann einfach immer falsch ein. Und man sortiert dann irgendwie die Karten, jeder ist genervt, weil es dauert immer, man macht da irgendwas, man selber weiß gar nicht, was man da eigentlich wie sortiert. Und wann der Zeitpunkt auch gekommen ist, wann man ihn tappen sollte, um die Karte zu ziehen, um ihn wieder oben drauf zu legen. Also ich bin da immer noch nie so richtig hintergestiegen und ich glaube auch viele Leute, gegen die ich gespielt habe, die den gespielt haben, auch nicht. Deswegen ist das für mich eher eine Karte, also wenn man da wirklich kompetitiver unterwegs ist, dann ist die auf jeden Fall sehr, sehr nützlich. Aber ich glaube im Casual, ja, man kann mehr Deckeinsicht bekommen und mehr sortieren. Aber ich glaube nicht, dass die so spielentscheidend ist, dass man die spielen sollte, anstatt einer anderen Karte, die dann vielleicht besser ins Deck passt. Ja, also als generell würde ich zustimmen. Also ich habe die auch in keinem Deck drin aktuell, einfach weil es keinen Sinn macht. Decks,
die mir einfallen, wo sie auf jeden Fall reingehören, meiner Ansicht nach, ist wie Yuriko zum Beispiel, weil da willst du halt, dass die oberste Karte eine teure ist und dann arrangierst du es um und so. Also immer wenn du Ja, aber irgendwie, die ist auch fast CDH immer, ne? die ist sehr stark, genau. Also es gibt ja bestimmte, weiß ich nicht genau, wenn man viele solche Effekte drin hat, wie Yuriko hat. Zum Beispiel gibt es ja den Keen Duelist zum Beispiel, oder es gibt jetzt dieses neue Parker Pech oder Parker Luck. Das sagt, dass du zwei Spieler auswählst, die tun die oberste Karte aufdecken und dann kriegt jeder gegenseitig so viel Schaden, wie viel Mana-Wert die hatte. Ich glaube, bei solchen Sachen kann man das schon machen, glaube ich. Oder ja, wenn man irgendwie die Top-Deck-Manipulation braucht im Deck. Aber das sind halt wirklich wenige Ja. Decks. Ich überlege gerade, ich habe mir die Karte ja auch mal geholt irgendwann, weil ich sie auch gesehen hatte beim Kumpel und die sehr viel Arbeit gemacht hat. Aber ich habe die dann nicht mehr in Decks reingepackt, weil das muss ein spezifischer, wie du sagst, Deckplan sein. Ich Ja. spiele ja eigentlich nur Casual, also ich spiele ja kein CEDH oder so. Das heißt also, Ja. ich wäre genau die Zielgruppe, die sagt, ich brauche ein Deck, was darauf bestimmt ist, dass ich die oberste Karte kenne. Und das habe ich einfach selten. Ja, ich finde es auch echt schwer, das abzuschätzen. Hm. Wirklich, wann man ihn tappt, wann man zieht und ihn wieder oben drauf legt. Mir ist das so oft passiert, dass immer, wenn ich das gemacht habe, ich war dann überrascht, dass ich in der nächsten Runde den gezogen habe, weil ich das schon wieder vergessen hatte. Das ist jedes Mal so. Das war so, oh, den kenne ich ja. Ja, den habe ich auch gerade da hingelegt. Und irgendwie hat mich das nur noch genervt und deswegen war ich so, ja, komm, ganz ehrlich, Aber du kannst was? jetzt hier tun, als wenn du hier kompetitiv spielst, aber ich hatte keine Ahnung, was ich da mache. Ja, ja, ich glaube, das ist auch gar nicht so einfach. Also ich habe halt häufig gesehen, also ich habe beim Kumpel halt häufig gesehen, dass er die genutzt hatte zum Aktivieren. Entweder wenn eine Karte oben lag, wo er wusste, die braucht er jetzt, um zu spielen, was auch immer, ein Removal, Card Draw oder so war. Oder um sie zu schützen. Also sobald ein Removal drauf geht, also das ist ja das Schwierige, die ist relativ schwer zu entfernen. Du brauchst eigentlich 2 Removals in Instant Speed. Oder zumindest einen Instant Speed und einen Sorcery mindestens, weil wenn du sie tappst, dann kannst du noch drauf reagieren auf den Trigger oder auf die aktivierte Fähigkeit, aber wenn du halt nicht machst, dann ist halt weg. Und also einfach wegschießen geht nicht. Musst warten, Ja, stimmt. bis hochgetan wird. Ja. Aber ist trotzdem auch keine günstige Karte, kostet immer über 10 Euro, glaube ich, um den Dreh. Ja. Ja, aber ich würde auch sagen, also die spiele ich nur in Decks, die wirklich darauf ausgelegt sind, dass die Top-Deck-Manipulation notwendig ist. Aber war es die letzten Jahre nicht, die letzten 5 bestimmt bei mir. Ich Ja, glaube auch. die nächste Karte ist tatsächlich die ich vorhin gemeint hatte, womit mein Smothering Tithe neutralisiert worden ist. Und zwar mit der Willenskraft oder Force of Will. Das ist eine sehr starke Karte an sich. 3 und 2 Blau für einen Spontanzauber. Man kann einen Lebenspunkt bezahlen und eine blaue Karte aus der Hand ins Exil schicken, anstatt die Mana-Kosten des Zauberspruchs zu bezahlen. Und sagt, neutralisiere einen Zauberspruch deiner Wahl. Die Karte ist richtig stark. Sie ist auch richtig teuer. Die kostet auch über 50 Euro. Super stark. Wir reden ja von Casual Commander und bei Casual Commander ist es so, du tust 2 Karten opfern, um eine zu neutralisieren. Das kann natürlich in den richtigen Momenten halt schon sehr effektiv sein. Allerdings sind wir in einem Casual-Format und da ist es auch nicht notwendig, dass du Turn 1 einen kostenlosen Counterspell auf der Hand haben musst, weil du eine Combo stoppen musst oder Zug 2 oder 3. Das siehst du normal nicht. Das heißt, die Karte ist eigentlich sehr teuer. Du machst dir keine Freunde an einem Casual-Tisch, wenn du mit einem Force of Will kommst, wenn das nicht vorher irgendwie schon bekannt ist. Nee, das war kein Problem. Das ist kein Problem. Wir sind trotzdem Freunde, das passt schon. Also ich meinte nur. Aber, Ja. ja. Nee, aber ich meine, damals wussten wir noch nicht, dass es ein Gamechanger wird. Also da gab es diese Liste ja noch nicht. Aber es ist halt im Prinzip 2 für 1 und das ist eine relativ schlechte Rate in Casual, weil meistens willst du mindestens 1 für 1 oder vielleicht sogar mehr haben. Oder? Doch, verstehe ich. Ja. Dasselbe ja auch bei Force of Negation. Jo. Also ich hatte die beiden auch in meinem Alania-Deck, wo auch Izzet Spellslinger, also da geht es primär darum, Zaubersprüche oder Non-Creature-Spells zu kopieren, beziehungsweise auch nicht Non-Creature-Spells, sondern Instants und Sorceries zu kopieren, so. Und ich hatte die da auch drin und jedes Mal hat sich das richtig verloren angefühlt, weil ich eine Karte abwerfen musste und ich die ja auch nicht kopieren konnte, weil es halt ein Counterspell. Ja, deswegen
verstehe ich schon. In Casual ist die auf jeden Fall überschätzt. Ja, genau. Also ich würde sagen, wenn du jetzt wirklich CEDH spielst, ist das halt schon eine sehr wichtige Karte, aber Ja. im Casual, du wirst, also wie gesagt, also ich habe die Karte tatsächlich in einem Deck drin, in Broody Club, das ist so ein sehr starkes Deck ausgebaut, aber an sich der Commander ist nicht so stark, weil der relativ teuer ist und einfach zu entfernen ist. Und da ist die einfach nur drin gewesen als Protection halt, weil es mir sehr häufig passiert ist, dass ich halt nicht einen Trigger von meinem Commander bekommen hatte und der kostet dann 8 Mana nach dem Remove und das ist jetzt auch sehr schwer. Und wie gesagt, in Casual, ja, du kannst dann schon einen Creator Hoof Behemoth countern damit, aber das Ding ist halt, ja, dann bist du ja schon auch in einem Bereich, wo du auch wahrscheinlich noch Mana offen hast für, weiß nicht, wie heißt dieses eine Strix Renegade aus Modern Horizons 3, die sagt, du darfst einen Kreaturzauber neutralisieren, irgendwie sowas halt, ne? Das geht dann ja auch. Und deswegen war das so mein Pick. Nee, verstehe ich schon absolut. Bei mir ist es auch vorgekommen, dass ich bei Force of Negation, weil da hatte ich auch die häufiger gezogen aus Double Masters. Die habe ich dann auch gespielt und häufiger habe ich immer einfach die 3 Mana bezahlt, anstatt die umsonst zu spielen. Ja. Also ich glaube, das macht man wahrscheinlich auch im Casual eher, weil man dann zu einem gewissen Punkt kommt, wo man das halt eher zahlen kann. Wie gesagt, wenn die Mana wirklich wichtig sind, dass es auf 1, 2 Mana immer ankommt in jedem Zug, dann ist es wahrscheinlich schon wichtiger. Aber da reden wir von Bracket 4 aufwärts, würde ich sagen. Ja, cool. Dann, was hast du als nächstes für uns? So, als nächstes, ich habe mal 2 Karten daraus gesucht, beziehungsweise es ist für mich so ein Kartenthema. Und zwar ist das Extra Turns. Das habe ich einerseits hier die Zeitschleife rausgesucht oder Nexus of Fate. Ich hatte das irgendwie jetzt gerade nicht auf Deutsch gefunden. Das gibt's auch ich sag kaum. mal kurz die Zeitschleife. 5 Mana, davon 3 generisch, 2 blau. Hexerei, ein Spieler deiner Wahl erhält nach diesem Zug einen zusätzlichen Zug. Also einfach nur Extra Turn. Und das ist auch so in Casual Commander. Entweder du kannst dann gewinnen oder du machst das halt und du sitzt da und hast halt einen extra Zug, alle gucken dich an, sind gelangweilt so ein bisschen. Und du bist halt dann auch wird Hate auf dich gezogen sozusagen, weil du da die extra Turns machst und dann halt anscheinend Karten spielst, die doch extrem stark sind im also die spielen wir, glaube ich, jetzt nicht im CEDH, ich weiß nicht, kann sein, in bestimmten Decks vielleicht, aber die halt extrem stark sind, aber das Spiel irgendwie nicht voranbringen, beziehungsweise dich nicht zum Gewinnen bringen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, jedes Mal, wenn irgendwie so extra Turns kamen, war das für alle nicht befriedigend am Tisch. Deswegen habe ich die da reingepackt. Ja, kann ich sehr gut verstehen. Es ist ja auch theoretisch, ich glaube, mit dem Bracket-System sogar inzwischen gar nicht mehr so möglich. Ich glaube, Bracket 2 kommt, glaube ich, ohne Extrazüge aus, glaube ich. Oder Bracket 1, eins von beiden. Ich bin mir nicht mehr sicher, ich habe das jetzt ganz im Kopf. Und verkettete Extrazüge sowieso nicht. Und ich glaube, das ist eigentlich so der eine der spaßigsten Sachen, die man mit Extrazügen machen können, ist halt die Kombo, dass du irgendwie sagst, ich mache jetzt irgendwie 5, 6 Extrazüge und dann habe ich gewonnen. Aber ja, das ist halt genauso ein Thema wie von wegen, ich mache einen Extrazug oder ich übernehme deinen Zug. Da gibt es ja auch so Sachen. Ich hatte in einem Spiel mal gehabt, schon länger her, Mindslaver zum Beispiel. Also da kann man einfach den Zug übernehmen von einem Spieler. Das ist dann so, der setzt ja nicht, man wartet ja nicht nur einen Zug, sondern man muss 3 Züge komplett warten, also einen Turn-Cycle komplett warten. Ja, bei Extrazügen, ja, weiß ich auch nicht genau. Also da muss man das Deck auch schon wieder drauf auslegen eigentlich, dass du die irgendwie spielst und dann bist du ja schon wieder in Bracket 3 oder 4. Ich glaube, in 3 darfst du keine verketteten Extrazüge machen, also schon 1 oder 2, aber nicht mehr. Und dann bist du schon in Bracket 4. Also deswegen passt das auch gar nicht in Casual rein irgendwie gefühlt, ne? Also, ja. Ja, finde ich auch. Und wirklich, also wenn ich es einmal gesehen habe, dann hat halt einer einen Extrazug genommen und dann saß der da und hat halt einen Extrazug gemacht und ist aber nichts bei rumgekommen, so wirklich. Und deswegen das finde ich auch verschenkt für hier wieder mindestens 5 Mana. Ja. Ja, das macht auch keinen Sinn. Müsste man viele Trigger vielleicht mit dabei haben, das bin ich bei dir. Das ist nichts, was ich spiele auch nicht in kein Decks. Mir fällt gerade kein Deck ein, wo ich Extrazüge spiele aktuell. Ich auch nicht. Ja, dann die nächste Karte, die ich mir rausgesucht habe, ist eine Karte, die ist vor allem jetzt überschätzt,
wenn wir im Casual-Bereich sind, meiner Ansicht nach, das ist der mystische Wels oder Mystic Remora. Für ein Blau ist der Verzauberung hat kumulative Versorgung 1. Das heißt, zu Beginn deines Versorgungssegments legst du eine Altersmarke auf diese bleibende Karte und dann wird sie geopfert, es sei denn, man zahlt 4 der Altersmarke auf ihr die Versorgungskosten, was dann 1 Mana ist. Also im ersten Zug danach 1 Mana, dann 2 Mana, dann 3 Mana und so weiter. Und immer wenn ein Gegner einen Nicht-Kreatur-Zauberspruch wirkt, kannst du eine Karte ziehen, es sei denn, jener Spieler bezahlt 4. Die Karte ist extrem gut in CEDH. In Bracket 4 wahrscheinlich auch. Ich habe aber die Karte auch schon in mehr casualigen Runden gespielt und da hat die gar nichts gemacht. Weil die Leute dann sagen, ich habe hier ein Tabland und Go. Next schreibt Tabland Go. Und dann kommt im zweiten Zug nicht mal ein Signet. Weil immer noch Tabland und Go. Und deswegen, die Karte ist halt, man kann die natürlich auch im späteren Spielverlauf spielen, wenn man dann relativ viel Mana auch schon zur Verfügung hat, ist ja auch 4 Mana trotzdem schwer zu bezahlen. Aber ich hab das Gefühl, manche sehen das als Card Draw und bauen dann ihr Deck so darum und sagen dann, ich habe ja Mystic Remora als Card Draw drin und ziehen keine einzige Karte. Und deswegen ist die bei mir auf dem Platz gelandet. Siehst du das ähnlich? Ja, kann ich verstehen. Also du spielst sie ja prima, um sie wirklich Turn 1 legen zu können. Ja. Und in Casual spielst du halt einfach nicht Free Spells oder, weiß ich nicht, Turn 1, Turn 2 Kombos, wo du dann die ganzen Instants und Sorceries raushaust. Deswegen, ja, also da ziehst du meistens die ersten mindestens eine Runde, meistens nichts. Es sei denn, es hat wieder jemand ein Soul Ring into Arcane Signet oder sonst was auf der Hand. Ja. Aber ja, eher seltener, dass die was bringt. Also ich habe das halt schon häufig erlebt, dass ich das dann am Tisch gespielt habe, halt in Zug 3 halt resigniert halt, nachdem ich eine Karte gezogen habe, das Ding geopfert. Weil man muss ja dann, man geht ja nicht Mana positiv, wenn du die Zug 1 spielst, hast du quasi einen Mana, wenn du ein ungetapptes Land reinbringst und das andere musst du nutzen, um ihn zu bezahlen und das wird ja nicht mehr. Deswegen ist ja so eine Karte, die nicht in Decks reinkommt, die auf Casual bei mir ausgelegt sind, zum Beispiel. Ja. Dann deine nächste Karte. So, bei mir ist das jetzt auch wieder eine Kombo-Karte. Und zwar der Phyrexianische Altar für 3 Mana, Artefakt, opfere eine Kreatur, erzeuge ein Mana einer beliebigen Farbe. Und das sehe ich wieder ähnlich wie zu dem Kreisel, zu dem Senseis Kreisel. Es ist halt eine Kombo-Karte. Du kannst sie spielen, wenn dein Deck darauf ausgelegt ist, zum Beispiel, dass du jetzt Kreaturen immer opferst und davon wirklich einen enormen Vorteil hast. Aber ich habe die auch schon oft gesehen in Decks, wo die Leute einfach nur gesehen haben, ja, die wurde vorgeschlagen als gute Karte bei EDH-Track und deswegen habe ich mir die gekauft und da reingepackt. Aber ja, also es macht halt auch nur Mana. Ich weiß nicht, da finde ich noch den Mill-Altar irgendwie stärker im Casual, weil du noch mehr durch dein Deck kommst oder halt, wenn du wirklich Mill spielst, bei anderen auch millen kannst, aber bei einem selber kann das ja auch sehr positiv sein. Und der Phyrexianische Altar hat da für mich nicht reingepasst bei Casual. Dafür ist mir das zu wenig, wovon man profitiert. Weil du spielst, also wenn du den spielst, spielst du es ja theoretisch meistens auf Infinite Combos, dass du irgendwie Infinite Mana bekommst oder so. Und das spielt man ja eigentlich im Casual nicht. Und ja, deswegen 3 Mana für den. Ist es quasi, wenn du den ohne Combo spielst, dann ist es halt gar nicht so gut eigentlich. Also ist schon nicht schlecht auf jeden Fall, aber es ist halt dann so, warum spielst du die Karte, wenn du damit nicht jetzt irgendwie mit deinem Gravecrawler und einem Blood Artist jetzt alle tot pingst oder so, ne? Deswegen, kann ich gut verstehen. Genau. Ja, ich habe die auch in keinen meiner Decks aktuell drin. Ich habe den zwar, aber... Ich hatte die mal im Zombie-Deck, nämlich genau das mit dem Gravecrawler und dann irgendein anderes Combo-Piece. Ja, aber ist irgendwie auch nicht spannend. Dann vor allem im Casual, dann sitzt man halt da, sagt so, ja, herzlichen Glückwunsch, hast du gewonnen. Aber ja, weiß ich nicht. Und dann 3 Mana, das kostet die 50 € oder so, ne? Die ist ja auch unendlich teuer wieder. Ja. Also braucht man dann nicht im Casual. Nee, deswegen. Ja, ich denke auch. Also wie gesagt, wenn man die nicht auf Combo spielt, ist sie halt
sie ist nicht schlecht, also sie kann man schon theoretisch spielen, aber was machst du mit deinem Deck? Also hast du dann, Ja. Ja, was macht... es ist halt ein Stack-Outlet. Es ist halt immer gut in den richtigen Decks. Aber Mhm. wie gesagt, da finde ich halt irgendwie Millen hast du noch mehr Kartenvorteil, was für Mhm. mich dann noch mehr Sinn ergeben würde als jetzt das Mana. Ja, vor allem im Selfmill. Du meintest vorhin, glaube ich, den, nicht Aschnans Alter, es gibt ja noch, ich hab's jetzt gerade vergessen, aber ich weiß, welchen du Ja, meinst, ich weiß ne? auch nicht. Der, Ich weiß auch nicht, der, wie er heißt du gerade. opferst eine Kreatur und Alter auf millst, Dementia. genau, danke, ja. Ja, Und millst in ja, Höhe der Power, glaube ich, ne? Irgendein Spieler. Ja, ja. das stimmt, ja. Ich meine, vor allem, wenn du opferst, bist du wahrscheinlich auch jemand, der irgendwie aus dem Friedhof Sachen macht. Das heißt, das passt ja auch Mhm. generell gut zum Thema. Ja, gehe ich voll mit. Das ist eine Karte, die sehe ich nicht unbedingt in einfach so im Deck als, hey, ich habe einen Ramp Piece. Nee, fallen mir bessere Dinge Ja. ein. Ja. Mein nächster Pick geht auch in die ähnliche Richtung, was auch in Richtung Ramp geht, sozusagen, ist Lotus Petal. Das ist auch eine sehr, sehr gute und starke Karte theoretisch. Ist im Prinzip ein Schatz. Also für 0 Mana ist es ein Artefakt und man kann es opfern und eine beliebige Farbe machen. Mhm. Ich habe die Karte in einem Deck, aber 4-mal und das ist ein Popper-Deck und das ist so ein Reanimator-Deck und da macht die tatsächlich auch ein bisschen Sinn, weil man sehr schnell versucht in dem Deck einen, ich glaube, Ulamox Crusher rauszucheaten aus dem Friedhof und dann kann man das theoretisch Turn 1 machen und dann ist das Spiel eigentlich rum. Die Karte soll aber auch so ein bisschen stellvertretend sein für Rituale. Es gibt ja noch sowas wie schwarze Ritus oder es gibt so andere Karten, die sagen, du bekommst für 1 Mana 3 Mana oder so oder ein Mana Vault oder so in Richtung. Oder vielleicht kommt das noch, weiß ich gar nicht. Moment, nevermind. Auf jeden Fall, die Karte per se ist ein kurzzeitiger Boost für 1 Mana und das bringt in Casual meistens nicht, macht den Braten nicht fett. Also wenn du in einem Bracket 2, Bracket 3 Deck unterwegs bist, du kannst deinen Commander vielleicht einen Zug früher wirken, okay, es ist vielleicht ganz nett, aber dann ist das Mana weg und du hast eine Karte weniger und das ist im Prinzip sozusagen, ja. Also ich habe die auch schon gespielt in Decks, ich pack die nicht mehr in Decks rein, weil die aus dem gleichen Grund wie bei dir auch im Phyrexianischen Alter und den anderen Karten, die wir genannt haben, eigentlich einen höherpowerigen Decks theoretisch schon noch Sinn machen kann, aber im Casual irgendwie einfach nicht. Also dieser Boost, weiß ich nicht. Sehe ich selten. Nee, verstehe ich auch. Ich hatte auch mir mal ein CEDH-Deck gebaut und da hatte ich die auch drin, deswegen hatte ich sie mir damals gekauft und da hat die auch Sinn ergeben, aber dann habe ich sie mal in ein anderes Deck gepackt und dachte mir, oh mein Gott, das ist ja so scheiße. Du opferst die halt direkt und hast halt dann das eine Mana, toll. Also wenn es dann nicht wenigstens um Artefakt-Count geht, also dann ist die halt wirklich eigentlich sinnlos. Das nimmt nur Platz weg im Deck. Wobei ich aber sagen muss, bei Schwarze Ritus, da würde ich nicht übereinstimmen. Also die finde ich extrem gut, auch in Casual Commander. Vor allem, wenn du jetzt höherpreisige, also vom Mana-Value her, höherpreisige Commander hast. Ich zum Beispiel spiele die in meinem Sauron-Deck und der kostet ja 6 Mana und dann kann der halt dadurch richtig schnell, weiß ich nicht, in Turn 3 oder sowas liegen und dafür ist die halt extrem gut. Und in dem Deck habe ich natürlich auch die Nazgul drin und die kosten auch alle 3 schwarze und so. Da kann man dann halt viel so raushauen mit dieser einen Karte. Ja, okay. Ja, bei Schwarze Ritus, also Sauron ist natürlich jetzt ein sehr gutes Beispiel, weil der auch relativ gute Protection hat. Ich glaube, da muss man eine legendäre Karte opfern oder irgendwas, ne, damit der angezielt werden kann. Ja. Aber wenn wir jetzt das... oder Kreatur. Genau, noch schlimmer. Artefakt. Legendäres Artefakt hat man nicht so oft zur Hand, würde ich sagen. Aber wenn man jetzt einen anderen Commander nimmt, der jetzt nicht diese Protection hat oder so, ist der Nachteil, du boostest dich raus für diese 3 Mana, um den zu wirken. Und wenn er dann removed wird, weil du keine Protection für den hast, was ja Sauron eingebaut hat, dann kostet er schon 5 Mana mehr. Im schlimmsten Fall. Also deswegen bin ich bei diesen Ritualeffekten, da kommen wir doch gleich zu einer anderen Karte, immer so ein bisschen mehr von abgekommen, weil lieber habe ich kontinuierlich mehr Mana, als einmal diesen Boost und wenn dann jemand doch ein Removal hat, ich meine, der kann ja auch neutralisiert werden zum Beispiel, da hat er die Protection nicht, dann kostet der, weil du bist ja 2 Mana davon entfernt, weil du gibst ja 1 Mana aus, um Schwarzen Ritus zu spielen und dann ist er weg und dann bist du 4 Mana davon entfernt, dass du dann den Commander in naher Zukunft wirkst, also in den nächsten 3 Zügen, ist halt sehr unwahrscheinlich, deswegen. Aber ich sehe auch Argumente, warum bei Sauron auf jeden Fall, weil der halt sich selber beschützt, eigentlich. Genau. Ja.
Das stimmt, ja, auf jeden Fall. Ja, auch wieder eine sehr spannende Karte, die du als nächstes hast. Ja, jetzt kommen wir mal zu den Eldrazi. Als nächstes habe ich mir nämlich ausgesucht, Kozilek, Schlächter der Wahrheit für 10 generische Mana, 12/12. Wenn du diesen Zauberspruch wirkst, ziehe 4 Karten. Dann hat der Vernichter 4, also immer wenn er angreift, muss der verteidigende Spieler 4 permanente Karten opfern. Mhm. Und wenn der Kozilek von irgendwoher auf einen Friedhof gelegt werden würde, mischt sein Besitzer seinen Friedhof in seine Bibliothek. Mhm. Ja, also der ist stark, keine Frage, aber letztendlich musst du ihn wirken, damit du den Effekt hast, also die 4 Karten zu ziehen. Mhm. Meistens wird es ja für 10 Mana vielleicht den eher so rein sneaken, sage ich mal, also irgendwie reinschummeln. Ja. Aber dann funktioniert das halt nicht mit dem Kartenziehen. Dann hat der Annihilator 4 natürlich, also Vernichter 4 ist auch sehr stark, aber dafür muss er auch angreifen. Er hat kein Haste. Und okay, man kann seinen Friedhof in die Bibliothek mischen. Ja, weiß Das ich auch ist nicht. Kann man irrelevant. machen, muss man nicht. Ja. Genau, und er hat halt kein Indestructible. Der Ulamog, der andere, Mhm. sage ich mal von den beiden, der hat ja wenigstens Indestructible. Das ist er wenigstens ein bisschen beschützt. Mhm. Aber den kann man einfach direkt Swords to Plowsharen oder sonst was. Mhm. Oder selbst ein Terror würde gehen Ja. auf den. Und dann ist er halt weg, so, ne? Und dafür 10 Mana und 12/12, ja gut. Da hast du 4 Karten gezogen, aber 4 Karten kann man auch anders ziehen. Ja, das ist auch wieder so eine Karte, die ist an sich, wie du sagst, sehr stark, aber keine Karte, die man so jetzt random in ein Deck reinpackt als fette Kreatur, weil es hat ja an sich keine Synergie. Also ich bin ja auch jemand, ich baue Decks, die haben Synergien miteinander, die Karten sollen Sinn machen. Wie gesagt, wenn ich jetzt beispielsweise an den grünen Goblin denke, den ich vorhin erwähnt habe, dann habe ich halt viele Karten drin, die versuchen, mich irgendwie zu wheelen zu lassen oder alle wheelen zu lassen und so weiter. Bei dem ist es halt einfach nur fett, stark und haut aufs Maul. Okay. Sehe ich nur in einer bestimmten Art von Decks und ich habe die auch schon gespielt, wo die dann teilweise nicht mit Cast reingekommen ist. Ich habe mal ein Kinnan-Deck gehabt, was ich nicht also was jetzt nicht CEDH war oder so, aber halt generell schon recht stark. Gut, Kinnan ist sowieso recht stark, braucht man gar nicht drüber sprechen. Und da reicht dann halt so ein Basalt-Monolith und dann spielst du den einfach kostenlos aus. Also kostenlos nicht, aber du machst halt Mana. Und da sehe ich das schon sinnvoll. Ich hatte einen, ich weiß nicht, ob es da drin war, aber ich hatte einen Teferi Chainveil Deck und ich meine, ich hatte da auch mal einen Titan drin, Eldrazi. Der macht auch Infinite Mana eigentlich. Das ist so sein Ding. Und in solchen Decks, und dann sind wir schon wieder bei Combo-Decks, da sind wir schon wieder bei Decks, die sau stark sind, oder du spielst vielleicht ein dediziertes Eldrazi-Deck. Da würde ich es natürlich auch wieder sehen. Ja. Aber ich sehe die Karte nicht in irgendeinem Deck random einfach drin, weil YOLO, nee, sehe ich eigentlich nicht, weil das eine Deck, wo ich das noch drin hatte, ist Nikia. Das ist eine Kreatur, die sagt, dass der Länder für ein extra Mana tappen. Aber du Mana nur für Kreaturzauber ausgeben kannst. Und der Gag an dem Deck war, dass nur Kreaturen drin sind, keine Nicht-Kreaturen. Okay, da sehe ich es halt auch noch, aber hey, ich habe hier einfach mal random Eldrazi drin. Mache ich nicht. Ja, wo ich auch sagen würde, wenn ich sehen würde, dass jetzt jemand bei mir gegenüber Kinnan spielen würde, den würde ich sowieso direkt weghaten. Deswegen, da würde ich gar nicht so weit kommen lassen, Ja. dass man den ausspielen kann. Vollkommen richtig. Aber ja, wie du auch sagst, es ist halt einfach ein anderes Power-Level, so, ne? Wenn man den dann umsonst spielen kann oder so, das ist klar. Ja. Aber würdest du den jetzt normal spielen? Aber selbst auch in einem Eldrazi-Deck, ja gut, dann ist das halt ein Eldrazi, vielleicht, da gibt es bestimmt ja auch irgendwelche Möglichkeiten, die umsonst zu spielen oder für sehr wenig Mana. Ja. Aber selbst da einfach der Ulamog zum Beispiel ist, finde ich, 1000-mal besser. Und deswegen, da würde ich dann eher den spielen. Ist das der 2 Permanence Exiled? Ich weiß gar nicht mehr. Ja, genau. Genau, weil da gibt es auch noch die neuen Titans von Modern Horizons 3. Ja, es kommt immer darauf an, wie viele Slots man frei hat. Ne? Also man sagt, ich habe jetzt, es gibt ja, glaube ich, von allen 3 Varianten, meine ich zumindest. Da hätte man theoretisch 9 fette. Es gibt, glaube ich, zum kostenlos Wirken, das war in dem Eldrazi-Deck drin, in dem von Commander Masters, wo ein Artefakt für 8 Mana, was sagt, du kannst pro Zug einen farblosen Zauberspruch kostenlos wirken oder so. Das würde dann gehen, aber ja, das ist so eine Karte, die sieht man nicht einfach random in einem Deck drin. Das ist dann meistens dann schon darauf ausgelegt, dass du die schnell wirken kannst und dann
Ja, ist es wieder zu speziell, als dass sie einfach irgendwelchen Decks drin ist. Die ja. nächste, ja, die nächste Karte habe ich schon angeteasert vorhin. Mana Vault, Mana Schatz ist auch so eine Karte, die die gleiche Kerbe schlägt wie Lotus Battle für mich. Für ein Mana ein Artefakt. Das enttappt nicht während des Enttapp-Segments. Zu Beginn deines Versorgungssegments kannst du 4 Mana bezahlen. Falls du dies tust, enttappe den Mana-Schatz zu Beginn des Zielsegments und falls der Mana-Schatz getappt ist, fügt er dir einen Schadenspunkt zu, aber er tappt für 3 Mana. Das heißt, theoretisch für 1 Mana machst du 3 und dann hast du im Prinzip keine Mana, also dann musst du den wieder enttappen aktiv und wenn du das nicht kannst, ist es halt ein kurzzeitiger Mana-Boost, dann auch nur farblos. Das heißt, gibt dir nicht mal die farbligen Pips, die man braucht vielleicht. Und das ist auch so eine Karte, die ist auch recht teuer. Die ist zwischenzeitlich deutlich teurer geworden, als Mana Crypt gebannt worden ist, jetzt ziemlich genau vor einem Jahr. Weil alle sagten, ja, dann ist jetzt Mana Vault die nächstbeste Karte, aber es ist halt eine andere Karte. Mana Crypt war einfach super stark. Die ist auch super stark, aber halt nicht in allen Decks. Ich kann einen Deck nennen, wo ich es drin gespielt habe, das war Teferi Chainveil. Also der Teferi Temporal Archmage sagte für die, ich glaube, es ist die -1, dass du 4 Permanents enttappen darfst. Und dann enttappst du halt den Mana-Schatz und hast wieder 3 Mana mehr. Also deswegen, in solchen Decks sehe ich es, aber weiß ich, sonst würde ich die nicht spielen. Geht's dir da ähnlich oder? Ich hab die ja mal gespielt, aber ehrlich gesagt, das war auch einfach nur ein Deck. Ich habe da einfach alles reingeklatscht, was ich irgendwie cool fand. Und ich habe die halt mal gezogen bei Double Masters, als es da rausgekommen ist. Und deswegen habe ich die einfach irgendwo reingepackt. Aber ja, die ergibt überhaupt keinen Sinn, wenn man sie nicht umsonst enttappen kann. Also wenn man eine Synergie da irgendwie hat. Ja. Und sonst ist die halt, ja, dann ist die halt getappt, die ganze Zeit des Spiels und macht dir auch noch jedes Mal einen Schaden. Das ist halt nicht so sinnvoll. Ja. Ja. Sehe ich sehr. Also es ist schon, wie gesagt, wir reden hier über gute Karten an sich, aber halt generell überschätzt in den meisten Decks wird man diese eher nicht spielen. Ja, dann deine nächste Karte, da bin ich sehr gespannt. Als nächstes habe ich ein Ramp-Spell und zwar Anspruch des Wolkenwaldes für 4 Mana Hexerei. Durchsuche deine Bibliothek nach bis zu 2 Waldkarten, bringe sie ins Spiel und mische danach. Die Karte ist extrem gut und für eine Common auch echt teuer. Ich glaube, die kostet immer noch so 4 Euro oder so. Und ja, man kann sich 2 Waldkarten raussuchen. Das heißt, es müssen keine Basics sein. Man kann sich halt alles suchen, was irgendwie Wald draufstehen hat. Und man bringt sie ungetappt ins Spiel. Ist auf jeden Fall sehr stark. Aber ich habe immer das Gefühl, ich habe sie gespielt. Wenn ich das Mana habe, also 4 Mana und dann als Hexerei, wenn ich die ausspiele, konnte ich vorher schon genug andere Ramp-Spells spielen. Entweder, dass ich die nicht mehr brauche oder wenn ich die dann erst, also in Turn 4 meinen ersten Ramp-Spell spielen kann, ist es halt irgendwie auch nicht förderlich. Irgendwie habe ich immer das Gefühl, beziehungsweise es kam einfach immer zu spät. Diese 4 Mana, wenn du da vorher jetzt nicht irgendwie ein Soul Ring oder sonst was liegen hast, womit du das dann schnell rausbringen kannst, hat mir das einfach immer zu lange gedauert. Und deswegen, meiner Meinung nach, ist dann zum Beispiel für 3 Mana eine der besten Ramp-Spells ist Antish Restoration, wo man von Herr der Ringe diese Ramp-Karte, wo man dann nach 2 Basics suchen kann für 3 Mana und es ist auch ein Instant. Aber wenn man eine Kreatur mit Stärke 4 oder mehr hat, darf man sich sogar 3 Basics und ich meine alle sofort getappt ins Spiel. Aber da rampst du dich halt richtig und das dann schon für 3 Mana und Instant Speed. Und ja, also ist natürlich cool, dass man sich Waldkarten raussuchen kann und keine Basics. Aber finde ich meistens dann auch wieder in Casual, ja, reicht es dann meistens auch, wenn man sich 3 verschiedene Basics suchen kann, theoretisch. Oder auch 2 verschiedene Basics reicht dann meistens auch schon aus. Ja, das Argument ist wirklich mit den 4 Mana, glaube ich. Das ist einfach inzwischen, also ich sag mal so, wenn man im Budgetbereich ist und man kann sich jetzt nicht alle Schockländer der Welt leisten, im dreifarbigen Bereich, man hat Grün dabei. Es gibt ja inzwischen einige Dual-Länder mit Landtypen, die auch Commons sind oder halt die nicht so teuer sind.
dann ist es vielleicht noch eher ein Argument zu sagen, ich muss es auch als Fixing drin haben, aber dann wiederum, ja, ich weiß gar nicht, ob das Sky Shot Claim so teuer ist. Ich glaube, das wurde dann auch ein Commander Masters reprintet. Ich meine, es war auch trotzdem 1, 2 Euro auf jeden Fall. Ja. Ähm, will man dann doch eigentlich bei 4 Mana schon andere Dinge tun. Es sei denn, und das ist die Ausnahme, die ich sehe, ist halt bei Landfall-Decks. Also wenn du wirklich dediziert auch davon profitierst, dass die Länder ins Spielfeld kommen, dann willst du davon so viel wie möglich haben und du willst so viel Auswahl wie Ja. möglich haben. Und dann willst du deine Surveil-Länder, deine Schockländer, deine Dual-Länder, wenn du sie hast, alle damit holen können. Aber ansonsten, ja, schwierig. Also wenn ich Ramp brauche, Land-Ramp, und ich bin nicht im Landfall-Thema drin, landet die auch nicht mehr in meinen Decks. Also das ist bei mir sehr ähnlich, ja. 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 Aber wenn man sie rumfliegen hat und man baut sich halt ein Budget-Deck, dann denke ich mal, kann man die schon reintun. Aber muss Ja. überlegen, wenn der Commander 4 Mana kostet, willst du rampen oder willst du deinen Commander ausspielen können? Und das ist halt dann immer die Frage. Ja, und Ja. es gibt ja, die anderen Karten sind ja auch nicht teurer, also so Entish Restoration oder Cultivate oder weiß Nature's nicht, Lore, was es noch gibt, ja. Nature's Lore und Rampant Growth, keine Ahnung was, die kosten ja jetzt auch nicht viel, kosten ja 50 Cent oder so, deswegen. Ja, sehr, sehr gutes Argument. Die nächste Karte, die ich mir rausgesucht habe, ist eine Karte, die wahrscheinlich wird das jeder irgendwo ähnlich sehen, eine Karte, die viel gespielt wird. Ich habe nochmal extra bei den EDH's Rack Rank angeschaut und geschaut, was für Karten denn häufig in Decks drin ist. Und die ist immer noch häufig in Decks, natürlich, weil sie cool ist an sich, aber sie macht einfach nicht so viel, wie man vielleicht denkt. Das ist Zeit der Verdopplung oder Doubling Season, 4 und grün. Eine Verzauberung, falls ein Effekt ein oder mehrere Spielsteine unter deiner Kontrolle erzeugen würde, erzeugt er stattdessen doppelt so viele solcher Spielsteine. Und falls ein Effekt ein oder mehr Marken auf ein Permanent, das du kontrollierst, legen würde, legt er stattdessen doppelt so viele Marken auf das Permanent. Die Karte war super teuer gewesen. Vor letztem Jahr, bevor dann 3 Reprints innerhalb eines Jahres waren, war die, glaube ich, bei 60 Euro oder so. Inzwischen ist die aber immer noch bei 20 Euro. Ist immer noch eine Karte, die sehr beliebt ist. Und das ist so eine Karte, das ist ein typisches Beispiel, du machst für 5 Mana erstmal gar nichts. Also du musst irgendwo eine Engine schon laufen haben oder du willst danach einen Zauber wirken, der dann was besonders Tolles macht, wie einen Planeswalker oder was auch immer. Und das ist halt dann so, ja, willst du für 5 Mana wirklich was spielen, was nichts macht erstmal, oder willst du einen Zauber spielen, der vielleicht das Spiel voranbringt, in dem Zug, wo du es spielst? Und ja, das ist so mein Argument. Siehst du das ähnlich, oder? Ja, sehe ich genauso. Ist auch wieder sowas, das ist so eine Karte, die spielt man auch zum Beispiel jetzt, wenn man Spielsteine erzeugt, aber vielleicht auch gar keine Marken auf was legt. Das habe ich auch schon so bei mir selber auch schon bemerkt. Dann tue ich die einfach rein, weil ich denke, geil, Spielsteine, und das andere lasse ich komplett außen vor, dass man ja theoretisch auch Marken legen würde. Und ich finde, die passt dann halt wirklich eigentlich nur in Decks, wo man beides machen würde. Und 5 Mana ist schon echt nicht günstig. Ja. Das heißt, wenn du jetzt 5 Mana ausgibst, um die zu wirken und dann nichts liegen hast, was dir instant Spielsteine macht oder Marken legt, dann hast du die halt liegen und dann remove die jemand und dann hat die gar nichts gemacht. Und du hast 5 Mana bezahlt. Also ja, sehe ich absolut auch so. Ja, wie gesagt, es gibt halt so einzigartige Dinge, wo es halt extrem busted sein kann, wie gesagt, bei Planeswalkern. Also wenn du jetzt einen Planeswalker wirkst und dann kommt der mit doppelt so viel Loyalitätsmarken ins Spielfeld und man kann sofort die Ultimate aktivieren. Aber trotzdem kannst du es wahrscheinlich nicht im gleichen Zug machen. Und dann hat man noch alle Zeit der Welt, das in dem Zug nochmal vorher, bevor man wieder drankommt, noch zu entfernen. Ja, man hat halt 5 Mana für nichts. Also das ist halt das Hauptthema. Das macht halt an sich nichts. Du musst andere Sachen haben, die funktionieren. Und dann ist die Frage, ist einem das Geld wert und vor allem ist einem das Mana wert an der Stelle. Also für 5 Ja, und Mana. gute Planeswalker kosten auch Minimum 4 Mana. Also eher so zwischen 5 und 6 Mana ja auch häufig. Und deswegen, also dann hast du halt schon so 10 Mana, die du zur Verfügung haben musst in einem Turn, damit du die überhaupt legen kannst. Ja, genau. Ja. Sehe ich sehr ähnlich. Und ich glaube auch der nächste Pick von dir, der geht auch in eine ähnliche Richtung.
Genau, als nächstes habe ich Oja-Tak, tiefste Standhaftigkeit für 6 Mana. Legendäre Kreatur Gott 6/6. Wachsamkeit, falls ein oder mehrere Kreaturen Spielsteine unter deiner Kontrolle erzeugt würden, werden stattdessen 3-mal so viele solcher Spielsteine erzeugt. Und wenn er stirbt, kann man ihn transformiert wiederbringen. Und dann ist er ein Land, entweder macht er dann für Tappen weißes Mana oder für 3 Mana kann man ihn tappen und wieder zurücktransformieren, aber nur, wenn man mit 3 oder mehr Kreaturen angegriffen hat und nur als Hexerei. Mhm. Ja, also den zum Beispiel, das ist auch die einzige Nicht-Human-Kreatur, die ich mal in meinem Eowyn-Deck gespielt habe, weil ich dachte natürlich, 3-mal so viele Spielsteine ist natürlich extremst gut, Mhm. aber der kostet halt einfach 6 Mana, davon 2 weiß, also bist schon wieder so in den Farben, sage ich mal, gefangen. Mhm. Dann ist er noch zusätzlich ein Gott und meistens möchtest du ja, wenn du Spielsteine erzeugst, ist es schon meistens so, dass du einen Creature-Type hast, auf den du gehst. Und Mhm. Gott gibt's halt nicht für Spielsteine so. Ja. Und dann ist es halt nicht in demselben Tribe. Und es kostet halt 6 Mana und du musst dann halt kurz danach den Payoff wieder haben, sonst bringt es dir halt nichts, dann liegt er halt da. Okay, er ist wenigstens eine Kreatur, aber dadurch natürlich auch leichter zu removen als ein Enchantment. Ja, und das dauert dann einfach zu lange. Wenn er dann einmal, okay, dann stirbt, dann wird er transformiert, aber den dann wieder zurück zu transformieren, das dauert auch Ewigkeiten und ja. Ja, vor allem dauert einfach. In dem Beispiel von Eowyn ist natürlich, du spielst Eowyn aus, 5 Mana, glaube ich, kostet die. Und Zug 6 spielst du Oya-Tak aus. Du kriegst aber keinen Trigger, weil es ja kein Mensch ist, wie du gerade gesagt hast. Also so würde ich das auf keinen Fall spielen. Ja. Aber das ist aber halt. Ja, das passt schon, das passt vom Mana einfach nicht. Und vor allem Eowyn ist auch noch dreifarbig, also es ist ein dreifarbiges Deck. Und dann, ja, keine Ahnung. Nee. Ich habe mir die tatsächlich damals, weil ich die cool fand und die war auch, glaube ich, in meiner Top 10 mit dabei, habe ich mir die tatsächlich auch geholt. Ich habe die hier, aber ich habe doch immer noch kein Deck gefunden, wo ich die reintun möchte. Weil mir generell so ein bisschen so ein richtiges, ich meine, es ist ja auch nicht irgendwelche Spielsteine, sondern es geht spezifisch um Kreaturenspielsteine. Und ich bin noch nicht so wirklich dazu gekommen, mir Gedanken zu machen über ein Kreaturenspielstein-Deck mit Weiß drin. Ich glaube, den ich am ehesten mal irgendwie in Erinnerung hatte, der ganz cool war so ein Orzhov Commander, der sagt, dass wenn ein Gegner das erste Mal Kreaturenspielsteine macht, dass du die auch kopierst. Ich glaube, es war Kambal oder irgendwas. Ne? Ja, Kambal, das kann gut sein. Ja, gegen den habe ich auch schon mal gespielt. War sehr nervig. Da kann ich mir den gut vorstellen. Aber es ist wieder so nischig. Und deswegen würde ich den wahrscheinlich auch nicht in jedes Deck reintun. Das ist ja. Ja, Anointed Possession wäre da wahrscheinlich wesentlich besser für 3 Mana Enchantment und du machst einfach doppelt so viele Spielsteine. Genau, 3 und Weiß, glaube ich, sind, glaube ich, 4, ne? Aber oder 4, ja. Ich glaube, es sind sogar 4, aber die ist halt noch teurer, glaube ich. Ne? Ich glaube, die kostet inzwischen 40 Euro oder so. Ja? Ja, wirklich? Ja. Ich glaube, okay. Ich weiß nicht genau. Die hatte jetzt ewig keinen Reprint. Die war mal ein Mystery Booster oder irgendwie ein Reprint gehabt oder so, aber die ist, bräuchte auch mal auf jeden Fall ein Reprint, ja. Ich hatte die aus dem Hunde- und Katzen-Commander-Deck, da war die ja drin. Stimmt, da war sie auch drin, ja, genau. Ja, ich glaub, das hat sie nicht günstiger gemacht. Nee, leider nicht. Ich glaub, in der Liste war sie mal irgendwann drin gewesen, aber ja, hat ja den Preis auch nicht beeinflusst. Ja, gehe ich voll mit. Jetzt kommen wir zu einer Karte, die ist sehr stark. Aber ich finde, die ist überschätzt in Commander. Es geht um Ragavan, flinker Dieb. Das ist für ein rotes eine legendäre Kreatur. Ein Affe Pirat hat 2/1 und immer wenn dir eben einem Spieler Kampfschaden zufügt, erzeugt man einen Schatzspielstein und schickt die oberste Karte der Bibliothek des Spielers ins Exil und man kann sie bis zum Ende des Zuges wirken. Hätte noch Sturmangriff für 1 und Rot oder Dash. Das heißt, man wirkt den quasi für die anderen Kosten und dann kriegt er Eile und man muss am Ende des Zuges auch wieder auf die Hand nehmen. Das ist so eine Karte, die fühlt sich wahnsinnig gut an, wenn man die Zug einspielen kann. Und ziemlich scheiße, wenn man den Zug 4 oder 5 spielt. Also, das ist so eine Karte, die ist wirklich nur dann gut, wenn du auch jemanden hast, den du angreifen kannst und der auch Schaden machen kann. Und wenn du das nicht hast, dann ist es einfach ein 2-1er, der gar nichts macht. Und die Erfahrung habe ich deutlich häufiger so rum gemacht, dass ich den gespielt habe und so, ja, der bleibt trotzdem daheim, weil ich komme ja nirgends durch. Und
Hast du da ähnliche Erfahrungen mit dem schon gemacht oder schon mal gespielt in irgendwelchen Decks? Ich habe mir den tatsächlich vor einer Woche oder 2 Wochen gekauft, Ah. weil er jetzt endlich auf 25 € runter war und da dachte ich mir ganz ehrlich, den brauche ich jetzt einfach. Ähm, Ich habe andere Erfahrungen gemacht und zwar Hm. also ich habe den noch selber nicht gespielt, aber ein Freund von mir hat ein Ragavan Commander Deck, wo er der Ah. Commander ist. Mhm. Und da ist der halt extrem stark, ne, weil Hm. der halt dann Turn 1 direkt rauskommt Klar. und ja, da einfach nur Trouble macht, sage ich mal. Und generell kann ich mir den aber auch sehr gut vorstellen, was ich auch immer mal bauen wollte, ein Piratendeck, Ja, wo okay. dann zum Beispiel, weiß ich nicht, irgendwie Piraten Unblockbarkeit bekommen oder Sonstiges oder fliegend oder keine Ahnung was. Hm. Da wäre der halt auch extrem gut drinne. Hm. Aber ja, wenn man den jetzt random in irgendeinem roten Deck spielt, sage ich mal, wo es vielleicht um ja, dieses Karten von der Bibliothek exilieren, damit man sie spielen kann, Hm. geht, kann es natürlich Sinn machen, aber ja, er kommt halt selten durch. Dann denke ich Hm. auch, wie du sagst, wenn da wirklich nicht Turn One liegt. Und dann hast du meistens Turn One ja auch wieder kein Payoff davon. Deswegen Mhm. Also verstehe ich schon. ich sehe am meisten den gespielt wegen dem Schatz. Also, dass man rampt Mhm. damit. Also, das ist eigentlich so die weil wenn du den früher, also wenn man den wirklich Zug 1 rausbekommt, hast du ja quasi die Ausnahmefälle gesagt, wo er wirklich da noch Mhm. passt. Als Commander hast du immer den Zug 1 und du hast in der Regel immer, also immer irgendeine Person, die wahrscheinlich nicht blocken kann. Also, sage ich mal, sehr Mhm. wahrscheinlich. Ähm, Problem ist halt wirklich nur, ich habe den in beiden Seiten gesehen. Also, wenn der Early Game kommt und man kann mindestens einen Angriff damit durchkriegen, ist das auf jeden Fall sehr gut. Wenn er mehr als einmal durchkommen kann, ist es perfekt. Aber ich habe den halt auch schon so häufig mal gehabt, okay, jetzt kommt der Zug 4 und ich kann damit aber eigentlich nicht angreifen, weil keiner hat noch Mhm. irgendwas offen, sozusagen. Deswegen, man ist immer sehr abhängig davon. Fürs Early, also der ist auch wieder so in höheren Power-Levels wahrscheinlich wieder besser, weil da bist du darauf gewappnet, dass du das machst und dann brauchst du das, dass du irgendwie schnell Mana bekommst. Aber im Mhm. Casual irgendwie ist es halt so, dass er häufiger mal auch einfach nichts gemacht hat bei mir, deswegen ist er da gelandet. Ja, aber da muss ich auch sagen, was du jetzt gesagt hast, auf den Treasure würde ich da halt nie bauen. Mhm. Irgendwie, das ist so das, oder warum ich den in Deck packen würde, wäre als wenigstes als, sage ich mal, Ramp-Piece. Mhm. Weil ich da immer von ausgehen würde, ja, du ziehst den halt, weiß ich nicht, 90% nicht in Turn One. Mhm. Und dann muss er halt später erstmal durchkommen und das ist halt meistens nie der Fall. Vor allem für ein Leben kann er direkt tot geblockt werden von irgendeinem random Mhm. Token. Deswegen, Ja, das ist schon, es ist schon. Also, wie gesagt, ich habe den auch wegen dem Schatzerzeugen im Broodiclad drin. Das ist mein stärkstes Deck. Mhm. Und dafür ist er halt drin. Also, er soll mir halt Schätze machen, Token machen. Entweder ramp ich damit oder ich kopiere den Schatz zu irgendeiner fetten Kreatur. Aber, oder einem Piratendeck finde ich es halt vom Flavor halt auch geil. Da passt halt einfach so gut rein, wie du es gerade gesagt hast. Aber, Mhm. aber Mhm. ansonsten würde ich die Karte jetzt nicht einfach random in ein Deck packen. Und deswegen finde ich die überschätzt. Ja. Ja, aber kann ich verstehen. Ja. Gut, dann mache ich mal meine weiter. Ja. Als nächstes habe ich einen Spontanzauber und zwar das großzügige Geschenk. Mhm. Für 3 Mana zerstöre eine bleibende Karte deiner Wahl. Ihr Beherrscher erzeugt einen 3/3er grünen Elefanten-Kreaturenspielstein. Und zwar habe ich die genommen, weil ich einfach finde, dass die überholt ist durch Stroke of Midnight, Mhm. weil Stroke of Midnight ja eigentlich dasselbe macht, nur dass sie halt dem Gegner ein 1/1er-Token gibt, also was Schlechteres. Mhm. Natürlich kann man jetzt gucken in Weiß, ja, möglichst viel Removal ist natürlich super, wenn ich jetzt zum Beispiel im Mono-Weiß bin oder so. Mhm. Aber ja, viel sehe ich einfach noch, dass die gespielt wird, anstatt Stroke of Midnight. Und Mhm. dann denke ich mir halt, ist die halt einfach besser und dieses großzügige Geschenk einfach schlechter. Deswegen, Spannend, weil ja. ich komme jetzt mit einem Gegenargument. Ich finde Hm, das großzügige Geschenk deswegen besser als Stroke of Midnight, weil du irgendeine bleibende Karte zerstören kannst, auch hm, Länder. Und der Aspekt ist hm, eigentlich der Hauptaspekt, warum ich die so gut finde, ja. weil es doch immer häufiger wird, dass es Länder rauskommen, die ziemlich bescheuert sind und viele Dinge tun können. Wir haben jetzt in Age of Eternities ganz frisch einen Cycle bekommen, der
in manchen Fällen gut sein können. Ich finde zum Beispiel Susur ziemlich cool. Das ist dieses schwarze Land, wo du eine Kreatur opfern kannst und eine Stärke der Power Karten ziehst. Und wenn du schon im Removal-Slot bist und eine für 3 Mana drin hast, dann würde ich wahrscheinlich eher eine bevorzugen, die so flexibel wie möglich ist. Und es gibt, glaube ich, keine flexiblere in Weiß. Es gibt natürlich bessere, Swords of Plowshares zum Beispiel, es kostet nur 1 Mana, da hast du mehr Möglichkeiten, noch andere Sachen zu spielen, aber diese Flexibilität, dass du auch Länder zerstören kannst, finde ich richtig gut an der Karte. Deswegen, aber ich meine, wie gesagt, das ist ja dein Pick, aber ja. Ja, verstehe ich schon den Punkt, habe ich auch drüber nachgedacht. Genau, das habe ich jetzt gar nicht gesagt. Stroke of Midnight macht natürlich Non-Land permanent kaputt. Aber da muss ich auch irgendwie sagen, in meiner Erfahrung, wie oft ich jetzt in Casual Games Länder zerstören wollte oder müsste, ist es im Verhältnis zu wenig. Also meistens habe ich das Gefühl, weiß ich nicht, wenn ich was zerstören würde, wäre das jetzt so ein, hier, wie heißt dieses Zombie-Land, was immer Zombies macht. Field of the Dead. Field of the Dead, genau. Das wäre halt sowas, was man natürlich zerstören möchte. Oder Valakut oder was weiß ich, ne? Aber das kommt bei mir gefühlt so selten vor, dass ich mir denke, dass ich diese Flexibilität da an der Stelle gar nicht brauche. Okay. Aber natürlich ist das abhängig davon, mit wem man spielt und so, ne? Wie viel krasse Länder da gespielt werden. Aber ich hatte immer das Gefühl, dass es besser war, dass die einen schlechteren Token bekommen, als wenn ich die Option gehabt hätte, ein Land zu zerstören. Okay, krass. Ja, ich meine, die Erfahrungen sind immer unterschiedlich. Bei mir ist, ich spiele auch selber dann teilweise manche Länder, die extrem nervig sein können. Zum Beispiel, ich hab so ein Magar-Deck, was so Hexereien in Spontanzauber reanimiert. Und die Kreaturen, die daraus resultieren, wenn die Kampfschaden machen, dann kopiere ich den Zauber kostenlos. Problem ist nur, die müssen erstmal durchkommen. Ganz schwierig. Und da gibt es so eine richtig coole Karte, die heißt Schmutz. Also wirklich Schmutz. Okay. Oder Filth auf Englisch. Und die sagt im Prinzip, dass wenn sie im Friedhof ist und Gegner haben Sümpfe, dann können die nicht blocken, haben quasi die Kreaturen. Irgendwie so war das, glaube ich. Und dann gibt es ja Oborg, die sagt, dass alle Länder zu Sümpfen werden. Und dann wäre natürlich so ein Removal relativ wichtig. Also deswegen. Aber ich kann verstehen, dass wenn die 3 Kreaturen in der Meta eher problematisch sind, dass man sagt, okay, lieber eine 1-1-Kreatur, weil Länder sind keine Probleme. Bei mir ist immer nur so, ich brauche immer mehr Möglichkeiten, noch Länder zu entfernen. Demolition Field ist so ein richtiges Staple. Also wahrscheinlich versucht man eher so Land Removal auf Ländern zu packen. Dann braucht man keinen Zauber dafür auszugeben und so. Aber ja, ich meine, finde ich trotzdem spannend. Also ich meine, gehört auch aber dazu, ich habe auch so eine krasse Abneigung gegen Land Destruction. Ich glaube, daher kommt das vielleicht auch. Ich fühle mich dann immer direkt so schlecht, dass ich mir denke, oh, ich will das eigentlich gar nicht tun. Aber natürlich, wenn das so Game-Winning Cards sind, wie zum Beispiel Field of the Dead oder so, die gewinnen ja teilweise einfach das Spiel. Ja. Da würde ich das natürlich auch lieber anwenden als nicht. Aber generell, wenn es dann kein Target geben würde ich halt immer auf Land Destruction verzichten, wenn es nicht unbedingt sein muss. Ja, also gut, ich meine, du hast natürlich recht, das macht das Land dauerhaft weg, wenn man jetzt diese Länder nimmt, die Länder zerstören, also viele von den günstigen und casualigen Ländern, die lassen denen wieder ein neues Land raussuchen. Also das heißt, im Prinzip ersetzt es sich und es ist ja nur Single-Target Land Removal, kein Marsland Denial, dann ist man ja noch im guten Bereich. So fängt's immer an. So fängt's immer an. Und dann spielen sie alle Armageddon. Ja, sehr, sehr cool. Ja. Dann mein nächster Pick ist Mox Ember oder Bernstein Mox. Für 0 Mana ein legendäres Artefakt und das kann man einfach tappen und eine beliebige Farbe einer legendären Kreatur oder Planeswalker, die man kontrolliert, erzeugen. Die Karte ist super teuer inzwischen. Ich weiß nicht, ob du das mal nachgeschaut hast. Die kostet um die 50 Euro aktuell. Ich habe die auf dem Command-Fest einmal vertauscht für, ich glaube, die war, ich weiß gar nicht, für was ich vertauscht habe, aber auf jeden Fall habe ich einmal die weggetauscht, ich hatte die zweimal. Die Karte ist sehr nischig, meiner Ansicht nach. Die Karte würde ich nur in Decks spielen, wo der Commander 1 oder 2 Mana kostet, damit ich die sehr, sehr früh draußen liegen habe. Und ich habe auch nur 2 Decks, wo ich die bisher gespielt habe, meine ich. Es war einmal ein Rokrak Ardenn-Deck. Rokrak kostet 0 Mana, das heißt, tapp direkt für Rot an der Stelle. Oder ich habe es im Kinnan gespielt, was ich vorhin meinte. Ansonsten
verstehe ich nicht, warum die Karte so teuer ist, weil es wirklich, gut, es gibt viele günstige Commander, aber ich sehe die einfach nicht in jedem Deck. Also wenn der Commander mehr als 2 kostet, würde ich die schon nicht mehr spielen. Also. Ja. Ja, sehe ich. Das ist ja auch eher so eine CDH-Karte, würde ich sagen. Das ist halt alle diese, oder generell, wenn man nur liest Mocks, da sind ja immer alle direkt ganz crazy. Ja, Ähm, aber ja, das sind einfach diese Art Null-Mana-Artefakte, die man einfach in CDH spielt. Ich spiele die tatsächlich in meinem SpongeBob-Deck, glaube ich, echt. also in dem Yoda-Deck. Legendary Decke. Genau, also da ergibt sie vielleicht noch Sinn so, weil sie halt dann direkt Mana macht. Aber ja, selbst da ist sie eigentlich unnötig, weil dafür muss ja dann auch wieder erst eine legendäre Kreatur liegen und meistens sind die bei Joda auch teurer, weil ich ja in die Reihen cascaden möchte. Hm. Genau, ja. Ja, Deswegen verstehe ich absolut in Casual, finde ich die auch nicht so sinnvoll. ja. Aber ich finde, das Artwork ist ja unnormal schön. Ja, Also dafür würde ich vielleicht schon spielen. das ist richtig, ja. Ich sehe die auch im Casual tatsächlich, aber die ist trotzdem überschätzt, weil die meisten Decks brauchen sie eigentlich nicht, wie du sagst. Also ab 3 Mana würde ich die Ja. schon nicht mehr spielen. Es gibt ja auch so eine Karte wie jetzt, die auch sehr stark gehypt worden ist. Es ist diese auch noch ein neuer Mox rauskommen mit Mox Jasper. Also der Mhm. Jasper Mox. Die würde ich mir irgendwann mal holen. Ich glaube, die ist inzwischen auf unter 10 Euro runtergegangen. Die war aber in der Vorbestellung Mhm. bei über 60, 70 Euro. Oh, ist ein Mox drauf. Es macht Mhm. Mana, wenn du Drachen hast. Ja, toll. Drachen kosten halt richtig viel. Also bringt die Karte eigentlich fast gar nichts. Ja. Das war auch schon so, als der Bernstein-Mox rausgekommen ist. Das weiß ich noch ganz genau bei Dominaria. Damit habe ich ja dann die Mhm. Booster angefangen. Und ja, man hat nur gelesen Mox und dann teuer. Okay, Das war echt spannend. verrückt. Ich habe tatsächlich auch irgendwie dieses Sentiment gehört, dass, ich weiß nicht, ob das dann nach Release war oder wahrscheinlich dann nach Release. Ja, die ist voll schlecht, weil du hast ja selten legendäre Kreaturen draußen. Und ein Commander war ja mit Mhm. 2018 dann noch nicht so beliebt, wie es heute war. Und natürlich, jetzt ist es natürlich eine andere Geschichte. Wenn du immer Zugriff auf eine legendäre Kreatur hast, ist die natürlich viel, viel besser. Ja. Ja, ja, und beim nächsten Pick bin ich sehr bei dir, denke ich. Genau, als nächstes habe ich mal ein legendäres Land rausgesucht, und zwar Dreibaumstadt von Bloomburrow. Jo. So wie Dreibaumstadt ins Spiel kommt, bestimme einen Kreaturentyp, und für Tappen macht sie generisches Mana, oder für 2 Mana und Tappen bestimme eine Farbe, erzeuge so viel Mana jener Farbe, wie du Kreaturen des bestimmten Typs kontrollierst. Mhm. Ja, dafür muss man halt dann erstmal diese Kreaturen auch liegen haben, und die müssen auch liegen bleiben, dass du halt das Mana damit erzeugen kannst. Das heißt, du brauchst mindestens 4 Kreaturen, um ja Lust zu glatt machen. zu gehen, sage ich mal. Ja, genau. Ähm, und das ist dann doch schon relativ viel, finde ich. Natürlich kannst du so in Token-Decks oder sowas kann das schon ziemlich eskalieren, das ist nicht die Frage. Mhm. Aber so allgemein gesehen, finde ich, dauert das zu lange und ist zu sehr davon abhängig, ob diese Kreaturen liegen bleiben Mhm. oder nicht. Und vor allem, wenn du zum Beispiel, wenn dann Boardwipe war und du dich wieder aufbauen möchtest, dann hast du halt auf einmal nur ein generisches Mana, und dann ist die halt Mhm. wesentlich schlechter. Ja. Ja. Ich hatte die, glaube ich, in der Top 10 mit dabei. Ich bin mir nicht mehr 100% sicher. Und ich konnte mir einige Gedanken darüber machen, weil wenn ich die bespreche, habe ich die noch nicht gespielt, ich habe es ja noch nicht gesehen. Und ich dachte mir, boah, die wäre cool zu ziehen, aber ich hätte jetzt immer noch kein Deck, wo ich die spielen würde. Weil wie du schon Mhm. richtig sagst, ich würde die auch nur eher in Token-Decks spielen, weil dann, oder Token-Title-Decks, je nachdem, was da rausgemacht wird. Der Vorteil ist natürlich, es macht er generisch. Also es macht zumindest, es kommt nicht getappt, es macht zumindest einen Mana, das ist schon Ja. okay. Aber dafür wäre die mir auch aktuell zu teuer. Ja, die kostet, glaube ich, immer noch 20 Euro oder so in der Richtung. Für eine Mhm. Karte, die wirklich erst effektiv wird, wenn du eh schon am Gewinnen bist, wahrscheinlich. Weil wenn du dann 10 Token hast, ja, dann brauchst du die wahrscheinlich gar nicht mehr unbedingt. Dann ist es eher nur so Win-More, Mhm. als dass es dir hilft, da voranzukommen. Da finde ich sowas wie Shrine to Nyx deutlich besser, einfach, wo du die Ja. Devotion zählst zum Beispiel. Ja. Ja, Hm. Ja. auf jeden Fall. Aber wenn man auch auf EDH-Rec guckt, dann ist die auch in erstaunlich vielen Decks drinne. Mhm. Deswegen fand ich das halt mega interessant, dass Ja. die dann doch so häufig gespielt wird.
weil ich halt glaube, dass die halt in vielen Decks auch mal nichts machen kann dann, ne? Ja, Deswegen, ja. Ich glaube, die macht in den meisten Fällen nichts. Und wenn sie mal was macht, dann ist es ziemlich cool, aber das ist wahrscheinlich die seltensten Fälle. Ja. Das Gleiche ist mir, also, dass eine Karte nicht das macht, was ich möchte, aufgefallen, nachdem ich sie häufig gespielt habe. Und sie ist dennoch in relativ vielen Decks drin, muss ich sagen. Und zwar geht es um die Verbindung der Welten. Für 2 und 2 Grün ist es ein Artefakt und sagt, du kannst Länder aus deinem Friedhof spielen. Schon mal gut. Aber du kannst auch tappen und bestimmen eine Nicht-Permanent-Karte deiner Wahl in deinem Friedhof. Falls du in deinem Zug keinen Zauberspruch gewirkt hast, kannst du die Karte wirken. Falls du dies tust, kannst du in diesem Zug keine weiteren Zaubersprüche wirken. Aktiviere diese Fähigkeit wie eine Hexerei. Und ich habe die Karte gesehen, damals, als er rauskam. Ich fand sie cool, wollte sie in Decks spielen und ich habe die immer wieder gecuttet. Jedes Mal. Und die ist trotzdem noch in fast 6% aller Decks, die sie spielen können. Ich würde jetzt mal behaupten, die ist eher in Decks relevant, wo man wahrscheinlich so ein bisschen Landfall hat, damit du die Länder aus dem Friedhof spielen kannst. Das könnte ich mir vorstellen als Möglichkeit. Und du kannst es halt, ja. Ich habe so oft gemerkt, dass ich dann eigentlich, wenn ich dann eine Nicht-Permanent aus dem Friedhof will, eigentlich noch was anderes machen möchte. Und ich weiß nicht genau. Also mir ging es meistens so, ich habe die dann in der Regel immer gecuttet, weil sie dann doch nicht, also falls du in diesem Zug keinen Zauberspruch gewirkt hast, kannst du die Karte wirken. Das heißt, man darf nichts anderes machen als die eine Karte, die man im Friedhof hat. Und deswegen, ich finde die überschätzt, also das sind viel zu vielen Decks drin irgendwie. Mhm. Ja, ich habe also die ist ja auch als letztes reprintet worden in dem Tarkir Sultai-Deck, was ich auch habe und auch spiele. Also Tewald spiele ich da als Commander. Mhm. Und da drin spiele ich die auch. Und da ergibt es halt auch Sinn, weil man ja mit Tewald dann immer ein Land vom Friedhof ins Spiel zurückbringen kann und dann 2/2er Zombie erzeugen kann, wenn eine Karte den Graveyard verlassen hat. Ja. Und damit kann man das halt pushen, dass man noch mehr 2/2er Zombie-Druiden bekommt. Und generell hatte ich bei Teval auch immer das Problem, dass ich halt viel gemillt habe, aber nicht so wirklich viele Karten dabei hatte, die mir die Karten wieder aus dem Friedhof holen, wenn es also die Länder, die Nicht-Länder wieder aus dem Friedhof holen. Und deswegen dafür war die dann eigentlich ganz gut. Deswegen, also da spiele ich sie gerne und da ergibt sie meiner Meinung nach auch Sinn und ich habe sie doch schon häufiger erfolgreich gespielt, sag ich mal. Aber ja, in anderen Decks kann ich mir das auch schwierig vorstellen, wenn man dann nur einen Zauberspruch wirken kann. Ja. Ja. Ja, das ist mir halt häufiger passiert, dass ich dachte, ich will eigentlich 2 Zauber wirken und wenn ich den auf der Hand nicht wirke, dann ist es schwieriger wahrscheinlich. Und ich habe die dann immer wieder gecuttet. Ich habe die dann auch teilweise gespielt wegen der Möglichkeit, die Länder aus dem Friedhof zu spielen. Aber da gibt es dann Crucible of Worlds, kosten Mana weniger zum Beispiel. Und deswegen, ja, ich habe die jetzt vor kurzem überlegt gehabt, was vor kurzem, ich habe ja ein Insekten-Landfall-Deck gebaut mit Sask, der lässt sich auch Länder aus dem Friedhof wirken. Und das war als Redundanz gedacht, aber im Nachhinein habe ich mir gedacht, boah, nee, irgendwie wirklich mit dem Commander sowieso schon aus dem Friedhof die Insekten, die drin liegen und die Länder kann ich auch holen, also deswegen, ja. Aber sie ist in sehr vielen Decks drin, also ich habe die häufiger ja, man will vielleicht irgendwie noch reagieren können, man spielt ein Interaction-Ding, Instant Speed, dann kannst du es schon nicht mehr aktivieren und so, deswegen war es dann immer ein bisschen ein Fail. Ja, dann kommen wir jetzt zu deiner Nummer 1. Meine Liste ist übrigens nicht wirklich gerankt von 10 bis 1, aber bei mir auch nicht. Ja, okay. Aber die Karte ist ein Hot-Take. Ja, als letztes habe ich mir eine Verzauberung rausgesucht und zwar das Rhystische Studium für 3 Mana. Ich glaube, die kennen wir alle. Entweder zahlt man ein oder also wenn der Gegner einen Zauberspruch wirkt, kann ich eine Karte ziehen, es sei denn, der Gegner bezahlt ein. Und da muss ich auch sagen, es wird halt auch mittlerweile einfach häufig bezahlt. Also viele Leute zahlen die Steuern und dann macht die halt im schlechtesten Fall für 3 Mana nichts. Und wieder das Problem, ähm, was sind die Auswirkungen der Karte dann in deinem Deck? Entweder du spielst sie dann vielleicht in einem Verzauberungsdeck, wo es vielleicht dann noch als Verzauberung irgendwie einen Effekt hat. Aber wenn da halt jeder einen bezahlt und häufig kann man auch einfach einen bezahlen, vor allem im Casual Commander und wenn die jetzt nicht in Turn
eins wieder liegt oder keine Ahnung was, so irgendwie Mhm. reingesneakt wurde, dann kann man halt häufig diese 1 Mana bezahlen. Und deswegen glaube ich auch, dass die überschätzt ist, vor allem, weil man auch wieder das Target ist. Also wenn die liegt, ne, das ist ähnlich, vielleicht würde ich sagen, wie zu Shieldred. Dann wird Mhm. gesagt, oh, die spielt Rhystic Study, ja gut, dann kriegt die jetzt auf die Fresse. Das ist halt häufig so. Ja, Deswegen, das ja. ist sehr spannend, weil für mich ist ein Casual die Karte tatsächlich eine, die sehr häufig nicht bezahlt wird. Also Ja? ja, ich habe irgendwie das Gefühl, also die ist jetzt so aus jüngster Vergangenheit, wenn ich die Karte gesehen habe. In der Regel wird das nicht gezahlt, also in den meisten Fällen. Ich hatte letztes Jahr auf dem Mhm. Command Fest zum Beispiel ein Spiel gehabt, da hatte ich die ausgespielt und da gab es einen, der hat rigoros gesagt, ich zahle einfach nicht. Ich so, okay, dann ziehe ich halt Karten und das war mein stärkstes Deck, mein Brudiclad. Und du solltest niemanden, der blau spielt, so viel Karten ziehen lassen, wie er möchte, weil irgendwo kommt der Counterspell und dann kannst du Ja. alles stoppen. Ähm, ja, es ist, wenn du ich sag mal so, es ist überschätzt, wenn die Leute wissen, wie man dagegen spielt. Und in der Regel Ja. ist es ja auch relativ einfach, weil die Karte ist ja relativ einfach erklärt. Die müssen halt einfach das eine Mana zahlen. Aber dann ist sie gut. Ich hatte, glaube ich, auch eine Runde gehabt, ich weiß gar nicht, ob das wie ich in Herxheim war oder irgendwo, oder irgendwann mal gespielt und hat jeder einfach gezahlt. Und die Person ist fast Ja. ausgerastet. Und wenn du die Ja. dann als Card Draw in dein Deck spielst, dann ist die Karte halt wirklich absolut nutzlos halt. Ne? Deswegen, ja, ist ein Meta-Pick, Ja. würde ich sagen. Ja, also Voraussetzung ist natürlich, dass die Leute verstehen, wie gut es ist, Karten zu ziehen. Mhm. Dass das halt eigentlich so das Stärkste ist, eigentlich, was man machen kann im Magic, würde ich sagen. Ja. Deswegen das ist natürlich die Voraussetzung. Aber ja, ich kann mir auch vorstellen, viele Leute sind dann auch, sage ich mal, einfach salty und sagen, nee, aus Prinzip zahle ich das nicht. Aber ist halt dumm, weil dann verlierst du halt höchstwahrscheinlich das Spiel. Ja. Aber Das ja. man sollte es wie eine Thalia sehen oder so, die sagt, dass halt die Nicht-Kreaturzauber eins mehr kosten. Einfach so behandeln. Und Mhm. wenn man dann sagt, ich würde mal gerne mein Arcanes Petschaft, also Arcane Signet in Zug 2 spielen, dann behandle einfach Mhm. dein Land, was du gerade gespielt hast, als Tab-Land und sag einfach, ich kann es jetzt noch Mhm. nicht wirken, dann kannst du das nächste Runde spielen oder so. Ja. Ja, schwierig. Ich find die super stark. Es kommt immer nur darauf an, aufs Meta. Wenn die Leute wissen, wie man dagegen spielt und es auch tun, weil viele Leute Mhm. wissen, wie man dagegen spielt und tun es trotzdem nicht, habe ich auch schon oft erlebt, dann ist die Karte wirklich überschätzt und dann, wenn du diese als Ziel hast, also wenn dein Ziel ist, ich möchte Karten ziehen und nicht dein Ziel ist, ich möchte Leute ausbremsen, dann Mhm. ist es die falsche Karte, auf jeden Fall. Ja. Ja. Weil ja, ich habe auf meiner Nummer 1 auf dem letzten Platz noch eine Karte, die ich früher auch meinte, unbedingt haben zu müssen, aber die Karte nur in sehr bestimmten Fällen wirklich gut war. Es geht um Aufblühen oder Burgeoning. Es ist für ein grünes, eine Verzauberung, sagt immer, wenn ein Gegner ein Land spielt, kannst du eine Länderkarte aus deiner Hand ins Spiel bringen. Die Karte ist gut, solange man Länder auf der Hand hat. Und ich habe gemerkt, wenn du nicht irgendwie massiv viel Karten nachziehen kannst, ist es eine Karte, die sagt, okay, du spielst sehr schnell deine Karten, deine Länder aus und bist vielleicht schneller als die anderen, aber bist dann dafür der Fokus. Und wenn du nicht den Card Draw hast, dann kriegst du aufs Mhm. Maul und hast nichts zum Nachziehen. Ich habe nur ein Deck, wo die drin ist, das ist ein Hackball-Deck. Und das ist einfach, weil der Mhm. Commander bescheuert ist und generell viel Mhm. Karten und Länder zieht. Aber ja, siehst du es ähnlich oder hast du schon andere Erfahrungen mit der Karte gemacht? Ne, da habe ich tatsächlich dieselben Erfahrungen gemacht. Also, irgendwie habe ich so eine Verbindung zu der Karte, weil das eine der ersten in dem Oldschool-Artwork, ich weiß nicht mehr, woher die war. Auf jeden Fall ist es noch in diesem, Oldschool-Frame. Mhm. Das war eine der ersten Karten, die ich mir so ertauscht habe im Local Game Store. Da habe ich dann irgendwelche neuen Karten hingelegt und habe mir die mitgenommen. Mhm. Deswegen finde ich die irgendwie so toll. Der Effekt ist ja auch cool und ein Mana ist ja auch schon krass. Ja. Aber wie du schon sagst, wenn die erstens vielleicht auch nicht in Turn 1 liegt, und du dann keine Karten mehr nachziehst, dann ist halt einfach sinnlos. Ich habe die auch zweimal, spiele die auch in einem Deck zumindest. Mhm. Und ja, das ist häufiger auch schon passiert, dass ich dann die, weiß ich nicht, in Turn 4 gezogen habe und dann keine Länder mehr spielen konnte, weil ich keine auf der Hand hatte. Ja, deswegen, Ja. also ich finde die Karte super cool. Ich habe die halt bei Kollegen damals gesehen, wie ich angefangen habe, Commander zu spielen und so und fand die richtig genial.
Und dann habe ich sie selber gespielt in irgendeinem Deck, also auch wieder jetzt ohne Sinn und Verstand mehr oder weniger reingepackt und dann so irgendwie wäre jetzt irgendeine andere Karte besser gewesen. Vielleicht wäre Nature's Law besser gewesen, weil hätte ich wirklich ein Land aufs Spielfeld legen können und nicht nur so getan, als ob. Und ja, aber wie gesagt, Hackball. Exploration vielleicht wäre besser. Ja, genau. Exploration. Da bist du auch nicht auf die Gegner angewiesen oder so. Das kannst du dann vielleicht. Ja, obwohl, da brauchst du ja auch wieder die Länder auf der Hand. Aber genau. Ja, nimmt sich eigentlich nicht viel. Ja, es ist, Exploration spiele ich tatsächlich noch eher. Also ich habe ja das Landfall-Deck, was ich vorhin erwähnt habe, da habe ich es drin zum Beispiel, weil ich da ja auch Länder aus dem Friedhof spiele und ich spiele viele Fetchländer. Und dann ist natürlich ziemlich gut. Da kann ich die Länder aus dem Friedhof wieder spielen und dann nochmal was fetchen. Aber bei Burgeoning ist es wirklich abhängig davon, dass man viele Karten nachzieht oder auch Länder nachzieht. Und bei Hackball ist es halt so, dass der am Anfang des Kampfes jeden Mörfolg, den man liegen hat, exploren lässt. Und die Länder kriegst du auf die Hand und dann hast du halt so kommst du schnell dran, aber sonst schwierig. Also habe ich schon öfter Probleme gehabt mit der Karte. Ja, stimmt. Da steht ja auch, dass man sie wirklich nur aus der Hand ins Spiel bringen darf. Ja. Bei Exploration darfst du ja wenigstens, glaube ich, einfach generell ein Additional Land spielen, ne? Genau. Ich habe da alle möglichen Karten drin, die extra Länder spielen können, bis auf so 2, 3 oder so. Ich glaube, es gibt diesen Wayward Sawtooth oder so, der ist so ein Dino, der 3 Mana kostet und darfst extra Länder spielen. Und aus dem neuen Set Age of Eternities im Commander-Deck gab es so einen Spacecraft, was, wenn du das stationierst, dann auch das machen kann und so. Genau. Ja, sehr cool. Dann sind wir jetzt über einen Haufen Karten drüber gegangen, die aus unserer Sicht überschätzt sind. Jetzt könnt ihr uns mal gerne in die Kommentare schreiben. Sind das für euch auch überschätzte Karten? Habt ihr andere Karten, die ihr überschätzt findet oder warum auch immer? Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Wird uns natürlich sehr interessieren, was ihr so für Ideen habt. Vielleicht auch Hot Takes oder was ihr generell davon denkt. Ja, und dann sind wir schon quasi am Ende der Folge. Liebe Kara, vielen lieben Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mal dabei zu sein. Ja, kein Problem. Hat mich sehr gefreut, dabei zu sein auf jeden Fall. Meine erste auch, glaube ich, jetzt so längere Podcast-Folge. Vorher habe ich sowas noch nie gemacht. Deswegen vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, sehr, sehr gerne und freut mich natürlich. Und jetzt natürlich für alle, die nicht wissen sollten, wo man dich und deinen Content finden kann, wo kann man dich denn finden? Primär auf Instagram, KaraMTG heiße ich da, bei YouTube auch tatsächlich jetzt seit noch nicht ganz so langer Zeit und bei TikTok, aber da bin ich eher seltener. Also eher YouTube und Instagram sind so meine Plattformen. Ja, und schaut auf jeden Fall in die Videobeschreibung und in die Shownotes rein. Da verpacke ich auch die ganzen Links von dir rein. Da könnt ihr dann direkt mal bei Kara vorbeischauen. Oder ihr schaut euch die Folge an, wo sie ein kurzes Cameo hatte bezüglich dem Evil Deck und wir drüber gesprochen haben, warum Jin-Gitaxias Turn 1 vielleicht nicht ganz so geil ist. Das war auch sehr witzig, ja. Sehr schön. Das ist aber auch schon wieder 2 Jahre her. Ist es nicht letztes Jahr gewesen? Das müsste so ein Jahr. Nee. Letztes Jahr, ich glaube 24. Ich habe nochmal noch vorher nachgeschaut. Okay. Der 23. August 24 kam die Folge raus. Okay, dann erst ein Jahr. Ja, aber ich pack's, also ich meine, Zeit rennt, von daher völlig verständlich. Und ja, dann vielen lieben Dank nochmal, liebe Kara. Und dann bleibt am Ende auch nicht mehr viel zu sagen, außer wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Commander-Spielen.